Hi. Ja, was gibt's groß zu sagen? Ich hoffe, es geht allen gut. Und ich bin Greifer Keeper. Keeper. Wuhu. Gott, so geil. Ich hab vor, mal schauen. DLCs haben wir drauf. Ähm, vielleicht, vielleicht kriegen wir heute unsere Taverne. Was ich auf jeden Fall machen wollte, war das Kultist. Brauchen wir noch 69 Punkte. 69. Und das machen wir dem einfach ein bisschen Glas machen, nebenbei würde ich sagen. Wenn das Zeug da durch ist. Ansonsten weiß ich gar nicht, was machen wir da eigentlich noch? Wir haben keine Goldkürbis mehr. Goldzwiebeln, okay. Einmal du Goldzwiebeln raus wie Hölle. Beschäftigt auf jeden Fall Zeit, das ist wurscht. Du haust mal Brausezwiebeln raus ohne Ende. Würde ich sagen. Karotten, Rübenkohl, Weizen. Oder dann machen. Machen es 4 Weizen mitspassen. Kaufen wir kurz ein bisschen Weizen zusammen, würde ich sagen. Da gehen wir gleich beim Heimweg kurz bei unsere Hopfenfelder vorbei. Ich denke, für die Taverne werden wir einiges an Bier brauchen oder an sonstigem Alkohol, Gedönse, keine Ahnung. Mal schauen. Wie es dann eigentlich läuft, müssen wir da drin sein die ganze Zeit? Ich hoffe nicht. Mal schauen. Wo ist denn der Bar wieder? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? Ja, wo ist er denn? 40 beim Bar verlangt, okay. Ja. Tust du hoffen, ich sehe es ganz genau. Ach, das ist oben, ne? Bauernsohn. Muss meine Arbeit erledigen oder Vater wird furchtbar böse sein. Mein Vater steht die ganze Zeit rum. Ne. Bei der Fleiß. Was ist denn da unten eigentlich? Kommt man da hin? Kommt man da überhaupt runter? Das ist nur so anteasert, dass das eine Kohleecke ist da quasi, weil Kohle haben wir ja oben. Du brauchst oder? Weil. Ja, jetzt ist da, okay, perfekt. Zeit wird's. Weizensamen. Komm, ich soll kaufen, das ganze Samenzeug nochmal für ihn. Oder das Silberzeug. Würde ich sagen. Die auch noch. Und die Zwiebeln noch. Gold wäre cool, wenn man hier kaufen könnte. Ich denke, das wäre zu einfach wahrscheinlich. Beim Müller haben wir, glaube ich, jetzt auch was freigeschaltet. Das letzte Mal haben wir was gekauft gehabt, dann haben wir die nächste Stufe freigeschaltet gehabt für ihn. Da kriegen wir jetzt auch hier Silberhopfen. Ach, da kriegen wir sogar Gold. Mega nice. Okay, gönnen wir uns. Okay. Und weil wir gerade dabei sind, gehen wir zum Händler noch. Händlerchan. Ich suche eine salzige Gabel. Das Schlimme ist, der hat uns schon gegeben.
Trabenkern. Kaufen wir uns auch mal. Wurscht. Und Seide. Mal einer die 18 mit. Einfach weil wir es können. Dim. Wir können schon mal wieder runterkommen. Mit der hochhaltig. So, die Zombos mal schauen. Hi. Hopfensamen. Trabenkern. Die machen noch Gold. Du machst Silber. Da machst du bitte mal noch Goldtrauben, würde ich sagen. Mal 20. Du machst einmal Goldtrauben. Einmal bitte 20. Und ihr zwei kümmert euch mal um die Silbertrauben. Mal ebenfalls 20, würde ich sagen. Und du doch bitte machst einen normalen Hopfen. Genau, vielleicht kriegen wir da ein bisschen mehr raus. Okay. Läuft wieder. Das kommt rein. Ich habe schon wieder die Dinger gekauft, oder die fertigen. Alter. Das läuft bei denen, okay. Du machst mal bitte. Na, warte mal. Du machst mal bitte danach noch Bock. Was machst du danach? Haben wir Linsen eigentlich aktuell? Ne, haben wir nicht. Aber was kauft, oder? Das Silberzwiebeln, Karotten, die Weizensamen, Karottensamen. Sonst ist hier nix, nein. Da machst du mal bitte danach. Mal bitte Silberlinsen. Du baust mal danach bitte. Machst nur danach. Mehr Weizen. Einfach die ganze Zeit Weizen. Okay, die sind beschäftigt. Wie schaut es bei euch aus? Du hast kein Goldhopfen mehr, oder was? Du hast kein Wasser mehr, oder? Was hast du kein Weizen mehr? Okay, Weizen machen eh 3. Wie schaut es bei dir aus? Okay, wie schaut es in den Kisten aus? Gold passt, okay, hier auch. Hier haben wir. Okay, gut, dann machen wir Gold dabei weiter. Jetzt hat mal Rotwein. Machen wir nur. Gold und dann machst du mal noch 18 Silber. Schlange ist unterwegs, den schauen wir auch noch gleich. Ich weiß gar nicht, was der wollt von mir.
da rein. Wir haben jetzt zur... Schaut's denn bei dir aus? Was wird meine letzte Aufgabe sein? Jetzt, da wir das Ärger mit der Lohn besitzen, sehe ich alles klar. Es ist unser Schicksal. Verstehst du, damit kannst du das Tor zur Ebene 11, zur Kerke Ebene 11 öffnen. Haben wir schon. Geh noch tiefer hinein und bring mir einen goldenen Apfel. Mit der Hilfe werde ich die letzte Zutat bekommen. Okay, müssen wir quasi Dungeon machen, ist auch okay. Habe ich kein Problem damit. Ich glaube, die 11. haben wir eh schon. Komplett durch, dachte ich mir. Die Seite brauchen wir für die Zelte, die haben wir auch schon gekauft. Dann schauen wir mal kurz bitte zu dem Ding, zu den... Brauchen wir Weizen. Weizen und... Ja, hier ist die Seite drin. Schon 40, das passt, okay. Wasser ist nach unten. Wie schaut es mit Weizen aus? Da haben wir ein bisschen was. 640. Der Rest nehmen wir noch Wasser mit. Pinöpel fliegt. Pinöpel fliegt, Pinöpel siegt. Ansonsten würde ich sagen, haben wir noch die da Tropfen. Das ist eigentlich ein Schmarrn, was die machen. Obwohl, es machen aber 3 Weintrauben. Nehmen wir den mal kurz bitte noch ab. Haben wir doch gar nicht so viel. Weil du 5 Säulen, dann machst du einmal wieder ein bisschen Gold weiter. Einfach ein bisschen durcheinander mal machen. Ist der ein bisschen beschäftigt. Da machst du nochmal. Ja, komm. Das passen würde ich sagen. Okay. Wasser haben wir da rein. Und den Weizen haben wir da rein. Macht er weiter perfekt. Okay, Dungeon. Haben wir Leichen bestellt? Ich glaube ja, oder? Die Automatisierung läuft. Läuft sehr gut. Was haben wir noch? Hier kann man noch was anbauen, wenn wir wollen. Ich jüng's mal zumindest. Was hast du für ein Ding für einen Samen da? Gold. Dinger haben wir sogar noch. Weil ich würde dann sagen, ziehen wir uns noch ein bisschen was groß. Ein paar Kürbisse, oder? Wir haben Goldsamen für Kürbisse. Ein bisschen mehr wird das Zeug. Die können wir aktuell noch nicht kaufen. Da machen wir noch Silberkürbis rein. Da kommt dann auch Goldsamen raus. Dann hier.
Nö, Torf bitte. Hier bitte auch Torf. Hier ebenfalls Torf. Hier ebenfalls Torf. Dann Golddünger. 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 Was brauchen wir noch? Linsen, oder? Haben wir auch noch, glaube ich. Alle gerade aktuell. Das können wir gar nicht einbauen hier. Okay, das haben wir alles zur Genüge, das passt. Machen wir noch. Ja, machen wir noch, komm. Machen wir noch Kürbis rein. Kürbis sind aktuell gerade keine in der Mache, das passt. Passt. Einmal rüber. 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 Dann Kürbis. Nochmal Kürbis. Und ein letztes Mal Kürbis. Okay. Passt, dann ist alles genutzt. Eisen kriegen wir auch zum Sauber, das passt. Wie schaut's denn aus? Der Rennschuh, das ist optimal. Eigentlich haben wir keine gekriegt, oder? Ah, okay. Aber ich bin damit beauftragt worden, dir mitzuteilen, dass das LGDPDEP in einer Plenarsitzung die Entscheidung getroffen hat. Wie bitte was? LGD wer? LGDPDEP, das Leitungsgremium der Partei des Eselproletariats. Du redest übrigens gerade mit dem Generalsekretär, alles klar. Einer und anderes erklärt so einiges. Also das LGDPDEP hat entschieden, dir noch eine letzte Chance zu geben, dich vor der Arbeiterschaft zu rehabilitieren. Danke. Also die Partei befindet sich in der Vorbereitungsphase auf den revolutionären Umschwung und deine Rolle dabei ist eine führende. Wenn ich nicht mitmachen will, dann werden wir dein Haus, dein Friedhof, deine Garten und deine Kirche niederbrennen. Und dann noch das Allerschlimmste, du wirst auf der schwarzen Liste der Partei landen. Wir sind hocherfreut darüber, dass du uns helfen willst und jetzt komm näher und hör gut zu. Du verstehst sicherlich, dass all dies streng geheim ist. Wir werden mit Nachrichten kommunizieren. Nachrichten? Und wie willst du Nachrichten schreiben? Selig sind die Unwissenden. Also zuerst bereitest du ein Kochbuch für unseren Freund, den Rattenchef, vor und schickst es zu unserem Postamt. Er liebt die Kochkunst aus Ratatouille und die Revolution kann nur erfolgreich sein, wenn die Ratten mit dabei sind. Darauf schickst du 5 rote Äpfel an den Postamt, um die Moral der unterdrückten Eselkommune zu heben. Du musst... Warte mal, das alles kann ich kaum unauffällig verschicken. Du hast gesagt, das sei streng geheim, deswegen ist es deine Pflicht, eine spezielle Kiste für Schmuggelware anzufertigen. In diese Kiste steckst du die Schmuggelware. Und dann werde ich oder andere Parteimitglieder diese im Schutze der Nacht entfernen. Aber keine Sorge, du schaffst das schon. Ich glaube an dich. Viel Glück. Erstellen Kochbuch. 50 Arten Ratatouille und Gemüse und Katzen zu kochen. Was? Okay, das war einfach. War das da? Des Glaubens. Können wir noch ein Kochbuch schreiben? Ein Tisch eventuell?
Ja, Kochbuch tatsächlich. Ein Rotwein brauchen wir auch dazu. Stift und Tinte können wir anfertigen, ist kein Problem. Wo haben wir es denn? Stift und Tinte. Wir haben keine Tinte mehr. Machen wir uns, kein Problem. Also kriegen wir 5 raus, okay. Einfach daneben, ist egal. So, haben wir auch. Uns mit. Ja, komm. Da ist nicht drin. Da ist noch einer drin. Rotwein, welche Quali brauchen wir da? Einfach Rotwein. Egal was. Und weil wir gerade dabei sind, wir brauchen Paper. Nämlich Papier. Wo ist der Papiere? Da ist der Papiere. Ich sage, das ist nicht so viel, aber immerhin Anfang. Das möchte ich am Weizen machen. Okay, rein damit. Die Äpfel können wir hinten lagern. Moment mal, das Ding zum Beispiel benutzen. Brauchen wir da das aktuell nichts zum Sagen. Wir müssen morgen erst zum Astrologen. Da. Das Hopfen, da ist Weizen drin, das passt auch. Haben wir den Wein. Ansonsten einen Rotwein. Einfach einen Silbern, egal. Das sind schon viele Quests. Wo sind das 2 DLCs, muss man dazu sagen. Jo, hau raus. Ah, jetzt haben wir Leiche gekriegt. Alles klar, Kochbuch haben wir auch. Kann ich nicht benutzen. Auch die Arten Ratatouille mit Gemüse und Katzen zu kochen. Welche Leiche angelangt, solange man nicht. Also was? Vierzig 9. 2, 4, 6, 8. 2, 4, 6, 8, 10. 9 kriegen wir noch. Ja, das passt, glaube ich. Das passt, glaube ich. Und Kochbuch haben wir auch rein. Da würde ich sagen, schauen wir noch Hanschen. Ja, machen wir noch Dungeon ein bisschen. Den Schritt, den wir da drin machen, der ist gut. Morgen ist ein Astrologentag. Zu dem müssen wir auch einfach nur mit dem reden, glaube ich. Und die Bücher können wir kaufen, dann können wir endlich den Kultist machen. Das ist schon mal geil. Dann sehen wir auch die ganzen Organe, was die können. Dann können wir die 12 sind wir schon, können wir die Zombies besser machen.
komm her, Fledermaus brauchen wir eh. Fledermaus Pompeii. Der Metallschalt ist nicht so wichtig mehr, aber ich meine, hey. Was wir kriegen, nehmen wir. Die Dinger, Alter, sind mega nice einerseits. Andererseits dauert es ewig. Da haben wir nichts mehr, okay. Jetzt schon fast Todespulver, also das ist wichtig. Weiter gucken wir weghauen. Die Dinger nur falls auch, die Metalldinger. Was wir mitnehmen können, nehmen wir mit. Spielen jetzt ist auch nice. Hier noch kriegen wir alles unter. Können wir zusammenhauen. Okay, haben wir sogar Notizen gekriegt. Sogar alles so gut wie es irgendwie geht mitnehmen. Wenn wir zwischenlagern, wenn wir wollen. Gut zum Wissen eigentlich. Aber Leiche kriegt ernsthaft. Oh, so gleich wieder raus. Jetzt haben wir eine neue Aufgabe, ernsthaft. Okay, den Saumer können wir nicht mehr mit, den brauchen wir jetzt auch nicht unbedingt. Der kann liegen bleiben. Da können wir nicht rein. Ja, passt. Die können wir noch mitnehmen. Den kleinen mal auch. Okay, dann würde ich sagen, können wir raus. Das ist alle Feinde, okay. Den kriegen wir nicht mehr mit. Okay, weg damit, weg. Pulver will ich haben. Da kommt man nah, da kommt man zu nah. Ich will den nicht weg. Ich brauche den. Ach Gott. Ja, super, da rempfe ich uns. Ja. Ich will nichts wegschmeißen. Ja, komm. Da können wir gleich noch schauen. Mal zweiten Anna triggern. Die Sachen können wir mitnehmen, die nochmal auch. Okay. Was ist denn los, Alter? Da geht jetzt so wenig los. Okay, was haben wir jetzt da alles? Ordnungspuder brauchen wir. Giftiges Puder, die Wände, das passt mal auch. Das lassen wir alles. Ja, komm. Gesundheitspuder können wir wegmachen. Das kriegen wir zu Genüge. Das für Zwiebelsamen. Pause können wir weghauen. Die Rübensamen können wir auch weghauen. Das für Linsensamen.
Gold. Ah, okay, passt. Hat sich rentiert. Können wir schon raus? Nee, noch nicht. Mal nichts reinlegen. Schade. Da können wir was reinlegen, gell? Ja, wurscht. Da geht's auch nicht raus. Ja, hier rausporten. Ich habe den Stein nicht dabei. Wäre eine Option gewesen. Die müssen wir auf jeden Fall. Nimm die da auch nicht aus der Schmuggelkiste, okay. War das gar kein Ding, war das gar keine Leiche nicht dann? Die Flügel können wir reinhauen. Die können rein. Was ist es hier? Und was ist denn da eigentlich drin? Ist okay. Schleimregal. Das sind Bücher, die kaputten, ist egal. Und die Kapitel. Das kommt oben rein, genau, sagen wir auch. Die Leiche ist recht schlecht bei uns schon. Ist ja gar keine Leiche nicht. Ja, spinnig. Revolutionäre Nachricht, okay. Alle Macht den Eseln. Erstens, der Rattenchef kann nicht lesen, aber er möchte die Bilder in deinem Kochbuch. Also hat er sie rausgerissen und aufgegessen. Zweitens, es gab nicht genug Äpfel, also haben sich die Esel darum gestritten und es gab eine Menge Verluste. Aber sie sind dir für deine Bemühungen dankbar. Du hast den ersten Schritt auf dem Weg, die Zustimmung des LGDPDEP, zu lange erfolgreich getan. Weiter so, du wirst gestohlene Bankschecks und Schmuckstücke in der Kiste erhalten. Verfasse Aphorismen über die Schädlichkeit des Geldes, werden sie anstatt des Schecks und des Schmucks in die Briefe stecken. Oh, ich verkaufe den Schmuck und schicke uns das Geld. Das wird uns bei unserem großartigen Vorhaben helfen. Die haben doch gerade gesagt, dass Geld schädlich ist. Wohl eigentlich ist Geld ja schädlich. Also kannst du das Geld behalten, schicke uns stattdessen 5 Glauben, dass wir auch weiterhin an eine aussichtsvolle Zukunft für alle Esel glauben können. Kreuzen wir unsere Schwänze. Wenn dieses Blabla nicht für meine Hülle bezahlt, dann stecke ich den noch vergiftete Karotten in die Eselkiste. Okay. Aphorismen über die Übel des Geldes. Größtenteils unterhaltsam, keine Meisterwerke, aber mit Herzblut geschrieben. Das kriege ich keine Leichen mehr, oder wie der das sind? Achso. Ja, mit Eselt, mit Iad. Darf den Linde vergessen, ich schaue jetzt gerade nochmal da. Ja, okay, machen wir schnell. Die 5 Glauben tun wir auch noch raus. Eins, zwei, drei, vier, 5. Okay. Dann zum Astrologen. Mit dem reden. Da-da-dam. Dam-dam. Da-da-da-da-da. Da-da-dam.
So, Moment, den wollte ich. Na, du nicht. Du kommst rein, du kommst rein. Und die Bretter kommen da rein. Da war es genau, okay. Die kommen da rein. Waren da. Da umwerkeln noch ganz gut, das passt perfekt. Die da auch noch. Kürbis wird auch. Die Samen kommen rein. Dann zum Leuchtturm. Servus. Ich habe dein Buch nicht gelesen, aber alle an der Universität waren ganz aufgeregt. Ich hatte ein bisschen zu aufgeregt. Sie haben es als frischen Wind bezeichnet und jetzt verlangen sie nach einer Fortsetzung. Also müssen wir noch ein schreiben. Ach Gott, fick dich. Wenn du übrigens etwas schreiben möchtest, kaufe ich es dir gerne ab. Gold natürlich ist klar. Okay, benutzen. Enologien. Und wir sind Kultist. Einschalten. Yay. Okay, jetzt bin ich gespannt. Zu Hause. Jetzt bin ich gespannt. Mal müssen wir jetzt überall sehen, welche Organe, welche Körperteile wir rausbauen können und was dann quasi damit passiert mit der Leiche. Ob es da quasi besser wird, ob es schlechter wird. Haben wir eine da. Gutes Beispiel. Blut. Plus ein roter, minus ein weißer. Hirn plus 2 weiße. Fett plus ein roter, minus ein weißer. Haut minus ein roter, plus ein weißer. Plus 2 rote. Plus 3, plus 3. Okay, das Fleisch ist der Ausbau. Kriege ich 1, 2, 3, 4, 5. Bei 5. 5 und 5. Dann haben wir jetzt quasi 6 und 5. Stimmt doch gar nicht. Ach so. Wenn ich es drin lasse. Du quasi jetzt. Es ist anders. Das Herz macht 3 rote und 3 weiße Schädel. Also wenn ich es quasi rausbaue, habe ich bloß 2 und 2, oder? Ja, so ist okay. Alles klar. Es zeigt quasi an, was das Zeug in der Leiche drin ausmacht. Okay. Sprich, wenn ich den Schädel rausmache, habe ich 6 rote. Genau, 2, 4, 6, alles klar. Dann ist quasi das macht einen weißen zum roten. Genau, das Fett macht das gleiche. Okay, wenn jetzt quasi das Hirn macht 2 weiße aus, sprich das darf ich nicht rausmachen. Die Gedeihen machen aber 2 rote, sprich wenn ich die ausbaue, habe ich 2, 4, 6, 7 weiße und da sind dann nur 2 rote drin. Ja, okay. Der macht dann weißen zum roten quasi, alles klar. Okay, ist ein bisschen komisch gemacht, aber geht schon. Geht schon. Die Hautenausbau. 2, 4, 6, 7, nein, das geht nicht. Wow. Dave, hi. Servus. Oder am Leichenflattern. Das ist komisch geschrieben. Das macht 2 weiße, das macht
einen weißen weg. Das macht 2 rote weg und einen weißen. Also das quasi zieht einen weißen ab und macht 2 rote hin dafür. Sprich, ich kriege dann quasi einen weißen und 2 rote weniger, wenn ich das hinausbaue. Gott, das ist komisch. Ja, okay, Gott. Muss ich mal dahinter steigen. Gut, fährt wieder raus. Geht wieder raus. Okay. Da kriegen wir einen weißen. Das Herz macht 2 rote dazu. Und dann weißen dazu. Sprich, wenn das jetzt ausbaut, was passiert dann? Wollte gleich vom Tisch. Muss eigentlich bloß nur ein weißer abgehen, oder? Theoretischerweise. Ja, genau, okay, eh klar. Was jetzt? Ah, ich sehe aber die anderen Organe, die ich ausgebaut habe, vorher schon. Die kann ich gar nicht reinbauen. 2, das geht gar nicht mehr. Plus 2 rote. Ja, weil sie drin sind, okay. Aber ich mit. Oh, ich sehe jetzt alle Organe. Der ist zum Beispiel noch 2. Der ist zum Beispiel noch 2 weiße. Jetzt macht er 2 weiße. Rein machen auch 2 weiße. Okay, also wenn ich quasi jetzt fangen wir, ich baue jetzt dem, die 2 weißen sind passen. Ich baue jetzt den wieder hin rein. Und baue dem das Herz rein. Dann mache ich mal Shell raus. Kriege einen roten dazu. Ne, 2, 4, 6, 8. Okay. Haut kriege ich ein roter wird zum weißen. So ist okay. Da wieder. Entschuldigung. Da kommt der roter weg. Wenn ich es einbaue, kommt der roter weg. Kommt der roter dazu, dafür kommt der weiß weg. Alles klar, na so ist alles klar. Naja, okay, also ich kann da ein bisschen rum. Okay. Das ist deutlich einfacher. Aber immer nur scheiß kompliziert. Aber zumindest haben wir jetzt die Schleimregal, okay, passt. Das sehen wir jetzt, was die Dinger machen. Dann können wir ein bisschen rumdoktern und okay, das passt. Das passt. Okay, einmal Kirsche. Aber ja, den Lachs. Grenzenlose Begeisterung. Give me money. Sehr nice. Okay. Monai. Haben wir jetzt 6 Gold, okay, fast 7.
Da kann man kurz überklicken, weil das haben wir versehentlich gemacht. Okay, handeln brauchen wir nicht. Wer hat gesagt, dass sich mit Revolutionen kein Geld machen lässt? Der Händler wird hoch erfreut sein, dieses Zeug zu sehen. Okay. Bankchecks. Revolutionäre Nachricht, die legen wir weg. Und da rein. Nein, Bankchecks nicht. Nachricht kommt rein. Da machen wir mal 30. Okay, Schmuck kauft der Händler. Ich glaube, die Frau Anmut da, oder? Dachte ich mir. Wenn wir mal, kommt eh keine Leiche. Dann gehen wir nochmal in den Dungeon, würde ich sagen. Die Esel nervt langsam. Du bist dann fertig. Was will Esel? Er hat so abgeholtes Zeug, alles klar, das war die Nachricht. Jetzt haben wir mal rein, der Wald, oder? Immer Dungeon. Dem ist langweilig, schauen an, die kleine Scheiße. Dungeon. Dann schön. Gut. Motivierende Musik. Da unten war es sauber, glaube ich, oder? Genau, passt. Also goldenen Apfel kriegen wir hier unten irgendwo. Jetzt sehen wir noch Minecraft an. Da ist auch sauber. Wir haben vorhin einiges gemacht schon. Das müsste auch erledigt sein da. Da ist ja nichts drin, oder? Ich glaube nicht, nee. War nicht alles klar. Da haben wir aufgeräumt. Da müsste noch was sein, oder? Nee. Ich kann noch nicht runter. Der ist alle Feinde. Steckt sich da irgendwer vor mir? Da ist auch alles sauber. Ah, da hoch geht's noch. Da schwurbeln's rum, okay. Ah, da waren nicht Wander. Okay.
Da kriegen wir nichts. Da kriegen wir noch Zeug. Weg den Lachs. Wieder kein Platz mehr. So Ender Chest wäre cool. Aber alles in der Kiste raushaut. Wäre denn ungeil? Könnte ich damit leben? Okay, Ebene 12 sind wir durch. Da haben wir das Silber nur Schätz. Okay, auch noch rausfahren. Platz haben wir noch. Noch Platz. Okay, jetzt sind wir voll. So würde ich sagen, gehen wir wieder raus. Leeren wir wieder aus. Mega blöd, aber dass man so einen halben Dungeon machen kann. So eine halbe Ebene. Weil Zeug kriegt, gut, man könnte alles wegschmeißen, aber ich nehme das Zeug natürlich mit. Kostet nix. Ich weiß, ob das Zeug respawnt. Ich weiß, wie viel das wir da brauchen für dem Zeug. Was wir haben, haben wir. Der grüne Schleim zum Beispiel kriege ich jetzt aktuell gar nicht mehr. Vielleicht haben wir das Flügel einmal brauchen. Die Nuggets lassen wir da mal oben rein. Das ist oben ja perfekt. Moment dabei. Kisten wieder hinsetzen. Ja, die falsche kommen sogar. Ach Gott, leg's halt hin. Okay, eine geht noch. Müssen wir eh hoch, dann machen wir die schnell. Eisen, Eisen, Eisen. Eisenbreckel. Schüsseln. Barren. Müssen wir doch da reinhauen, oder? Ja, wird langsam voll. Ja, schaut mal gleich den Zombie da mal aus. Benutzen Einbruch. Mach mal. Ja, die 3 kannst du bringen. Das die 2. Du bitte auch bloß noch. Bloß noch die 2. Dann kann der hier wechseln. Yay, noch Silber Nugget. Darum wird wahr. Juhu, yay. So. Daher kommt, das legen wir da hin.
Nugget haben wir noch. Alter, ich muss echt Bahn machen. Was ist Silberzeug da noch rein? Nö. Irgendwo eine Kiste hinzwicken. Kann ich. Sogar noch zwei. Irgendwo einen hinzwicken. Da, aber da will ich hochlaufen. Na egal, das passt. Zwei mehr. Gut, dann würde ich sagen, machen wir da Silber rein. Gold, I guess. Graphit darf da hinten mit dazu. Edelstein machen wir auch mal raus. Also wir hätten wirklich nur Eisen. Machen wir da. Noch nicht da. Die Silber- und Stahlbahn rein. Und hier Gold und Diamanten. Genau, passt. Okay. Und das Zeug da ist eh nicht viel, das sind 16 Bahnen, sag ich jetzt mal. Das passt schon. Da kriegen wir jetzt aktuell Besuch und dann schon relativ viel und da hat er da einiges Platz jetzt. Ja, passt, okay. Das und das. Leiche holen. Das ist edel. Ach Gott, ernsthaft. Die Leichen einfach mal dahinter ein paar haben. Passt da. Revolutionäre Nachricht 2 benutzen. Esel aller Länder, vereinigt euch. Das LGDP fand deine Aphorismen sehr gut. Also haben wir beschlossen, sie als Satzung der baldigen weltweiten sozialistischen Republik der Esel zu verwenden. Zweitens, nach dem Konsum des Glaubens wurden ganz normale Esel höchst inspiriert und glauben jetzt auch daran, dass alle Esel gleich sind. Wir müssen sie mit unseren Hufen daran erinnern, dass manche Esel gleicher sind als andere. Somit hast du auch den zweiten Schritt auf dem Weg, die Zustimmung des LGDP zu erlangen, erfolgreich getan. Weiters, wir brauchen was Eselkampfausrüstung in der Schmuggelkiste. Deine Aufgabe ist es, Kampfhufeisen und eiserne Einhornhörner herzustellen. Und einen magischen Kürbis. Was? Den vertauschen wir dann mit der Luxuskutsche des königlichen Tierarztes. Um Mitternacht verwandelt sich seine Kutsche zurück in einen Kürbis und unser Meister macht sich vor dem gesamten Königshof zu Narren. Kreuzen wir unsere Schwänze. Ich habe keine Ahnung, wie man Eselkampfausrüstung herstellt oder Kürbisse verzaubert. Aber ich kenne Leute, die das wissen. Kretzvold und Kloster. What the fuck? Gelangweilig wird es wirklich nicht. Okay, der Schmied und die Hexe im Sumpf quasi. Wir nutzen das Pferd. Wo sind die? Und der Rest halber. Fuck, okay. Ich dachte, ich kann mit doppelporten.
Okay, Rubel rollt. Das gerade wieder sieht, ey, Forager ist definitiv auf meiner Liste auch. Unbedingt. Das ein Suchtspiel wie das da. Ein bisschen weniger Möglichkeiten, glaube ich, bei Forager, aber die Dinge, die. Sagen wir's. Die Möglichkeiten sind auch mega nice. Apropos, Moment, ich schaue noch kurz um. Habe ich das eigentlich in der Liste drin? Ich glaube gar nicht. Okay, aber jetzt. Ganz vergessen. Gut, Händler kommt. Die Scharniere können wir wegtun. Müssen und eins an Eisen kann man wegtun. Also eins da und eins zu runter. Dann brauchen wir uns nochmal. Wir nutzen das Pferd. Das gleich auf, da runter. Händler-Chan, komm her zu mir. Handeln. Okay, nice. Da hast noch nie so viele Nullen gesehen, leider sind alle Schecks personalisiert. Okay. Bringen mir quasi gar nichts. Höre ich da so dunkel raus? Schmied! 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 Ich glaube ein Eisen! Das ist ja noch gar nicht. Schmied! 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 Komm mal, Schmiedibus! Mal raus da! Es ist 4 Uhr morgens, komm raus! Alle haben wir da. Aha, da hat er sich hergestellt. Okay, passt. Also, stelle Kampfhof Eisen und eiserne. Ab und zu hasse ich das Spiel. Ja, okay. Weg damit. Nutzen. Meiste Zeit kriegst du nur Schrott, den du brauchen kannst von den Leuten. Dann kriegst du wieder mal was und dann musst du genau das hier nehmen. Du. Was? Äh, äh, ähm, 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 ja, bring ihm Teile für Kampfhufeisen und eiserne Einhörner und bitte ihn sie herzustellen. Wie, ja, Frau. What?
Äh. Falsch mitgenommen. Dann schauen wir gleich zur Kloster noch. Zu ihm können wir uns porten, zu Kloster nicht. Schaffen wir zeitlich leicht. Ja, schaut, dass man sich nicht hinpacken kann zu ihr. Oder stehe ich nicht? Klotho. Oder Kloto? Kloster. Okay, Goldkürbis will die. Stell dir Kampfhufeisen und eiserne Einhörner her. Quetzal, kannst du mir helfen? Ich muss Kampfhufeisen und eiserne Einhörner herstellen. Hat Horadrick dir diesen Floh ins Ohr gesetzt? Nein, warum fragst du? Weil er meine schweren monatlichen Depressionen immer mit seinen albernen Speisen heilt. Nein, das war ganz allein meine Idee. Also willst du meine schweren monatlichen Depressionen mit deinen albernen Speisen heilen? Arr! Warte, das ist dann wirklich kein Scherz. Ich brauche diese Hufeisen und wenn er wirklich. Macht dann 25 Silber und dann gleich nochmal so viel, weil du mir die Laune verdorben hast. Okay, Hauptsache du bist nicht sauer. Komm morgen wieder oder am besten überhaupt nicht. Halt die Fresse. Der Gretzwold, der alte Grummel. So, Leichenstaller Kühl. Die Premium-Leichen kriegen wir da aktuell. Nozaurilli. So, wir brauchen einen Goldkürbis. Gimps den Goldkürbis. Da haben wir keinen Goldkürbis. Da haben wir nur. Da ist einer. Und Weizen haben wir wieder, okay. Der darf gleich mal weiter. Ah, okay, passt. Das. Jetzt haben wir noch 4. Okay. Aus der Baummarsch. Und Weizen. Ah, perfekt. Langsam läuft's. Entlarvt nach Rinds, das weiß jeder. Gut, Kürbis haben wir, dann pennen wir. Wir pennen. Und dann. Altes Eisen, ne? Du bist schon hast ein ziemlich motivierter Zombie, muss ich ganz ehrlich sagen. Mach mal. Boah. Mal 1500 Nägel.
Wir haben aber Kisten runter. Schauen wir schneller, ich oder der Zombie. Zombie ist langsam. Brauchen aber auch Goldkisten. Und noch 2 Kisten mit Zeugs. Und noch Gemüsekisten machen wir auch noch ein paar silberne. 10 raus. Man schafft da unten wahrscheinlich alles, aber das passt schon. Schlange ist wieder da, das bringt uns nichts. Okay. Mal auch. Okay. Aber. Also Kübel doch, zur Kloster gehen wir noch. Zaubernden Kürbis, ne? Tadadam. Hi. Großer, könntest du mir einen Kürbis verzaubern, um genau zu sein, muss er in eine eindrucksvolle Luxuskutsche verwandelt werden. Ach mein Junge, deine Unerfahrenheit in Herzensangelegenheiten ist ja so niedlich, aber hör mal auf den Ratschlag einer alten Frau. Glaubst du wirklich, dass du eine moderne junge Dame mit einer Kutsche beeindrucken kannst? Warte mal, Großer, das ist nicht für mich und ich will niemanden damit Meine junge moderne Frauen wollen Dinge haben, die viel kultivierter sind als Kutschen. Wir leben in furchtbaren Zeiten voller verkommener Moral. Moderne Frauen sehnen sich nach Liebe, Fürsorge, Unterhalt, Treue. Kannst du das verstehen? Ja, das ist furchtbar, der Untergang des Alpenlandes, aber ich möchte trotzdem, dass du das machst. Nur für 50. Ich hätte einfach fragen sollen, wie teuer der Spaß wird. Ja, nimm. Ernsthaft. Magischer Kürbis, na, wenn du mal keine gute Fee bist. Guter Erich. Ah, so weh. Ah, die Schmerzen sind real. Da kommt schon wieder der Edel. Hey, wie schaut's aus? Wegen den Kampfhufeisen und eisernen Einhörnern. Sind die Hufeisenhörner fertig? Ah klar, meine beste Arbeit wie immer. Und das ist alles? Ja, all die anderen Teile waren Ersatzteile, also benutze ich die zu Hause. Hast du ein Problem damit? Nein. Nimm deine Shot und geh, ich muss mich jetzt dringend betrinken. Ciao. Kampfhufeisen, also ernsthaft. Entdecke dein inneres Einhorn. Regenbogen nicht enthalten. Kampfhufeisen, gehärtet und gespickt, damit sie auch morgen noch kraftvoll zutreten können. Ist das Spiel dämlich. Aber ich mag's. Jetzt pennen wir, bis die Leiche kommt.
da ist sie schon. Dann Leiche rein. Okay. So, jetzt warte mal, wir können eigentlich schon kurz schauen. Brauchen wir dunkle Organe. Hat er nicht? Du? Du hast... Okay, du hast eine dunkle Innerei. Die will ich. Du hast aha dunkle Innerei. Gib. Aber leider die gleichen. So nett, okay. Ja, schade, ne? Aber dies gehen wir mal kurz. Was ist noch die minderwertigste von den zweien? Plus 4 plus ein roter, plus... Okay, sind gleich. Aber ich sehe blaue Punkte. Gibt's die blauen Punkte? Haben die gesagt, darf ich das? Achso, ja, Sound haben wir keinen, okay, wurscht. Wurscht. Ach Gott, ernsthaft. Die Punkte, ne. Da kommt es so. Das passt da. Kriege ich jetzt das Todespuder raus? Ich hoffe doch. Ja, nice. Endlich, okay. Wir können das selber herstellen. Mega nice. Ein Organ haben wir noch. Das passt auch. Ein Inquisitor brauchen wir nicht. Dunkles Herz, dunkle Eingeweide und ein dunkles Hirn. Kürbis rein, Hubeisen rein. Dungeon. Nehmen wir da rein. Kiste wäre hier nice. Können wir nicht hinbangeln. Nö, schade. Wow. Fingers Floyd, hi, grüß dich. Einen wunderschönen... Ui, bist du? Ah ja. Wir haben jetzt alles gesehen, wir haben, ui. Wir haben Kampfeinhörner hergestellt, haben Hufeisen hergestellt
Ja, mir geht's gut, mir geht's gut. Hoffe bei dir auch. Ich habe halt eigentlich, ja, ich sag mal, ich weiß nicht, in der Früh geht es mir immer noch ein bisschen schlechter. Oft, ich weiß nicht warum, keine Ahnung. Oft liegt nicht an so einem blöden Corona-Zeugs, ich hoffe es mal nicht. Aber so, dann ab Mittag rum passt eigentlich mal alles. Also kann mich nicht beschweren, wirklich nicht. Ich kriege wieder Edelsteine. Okay. Dann. Yeah, 5. Okay, das ist nice. Das ist schon fast voll, ernsthaft. Ja, dann schon, ne. Ja, Fledermausflügel kriegen wir hier ein paar. Ja. Du auch. Weiter, weiter, weiter. Also ja, dachte eben schon kurz da klangst ein bisschen krank, aber jetzt wieder normal. Keine Ahnung, ich habe ganz leicht belegte Stimme habe ich. Das ist schon richtig. Immer wieder mal ganz kurz. Gestern habe ich auch immer wieder mal kurz ein bisschen, ja, sagen wir es, ein bisschen heiser gewesen, aber eigentlich die meiste Zeit alles okay. Ich denke, es fehlt nichts. Morgen habe ich eh wieder einen Test, also von dem her denke ich mir jetzt nichts. Okay. Fledermaus. Weiter. Okay, wir sind schon wieder voll, ne? Kommt das eine Scharnier da damit? Okay, das ist wieder Scharnier, also lass mal liegen. Müsste wird schon okay sein. Ja, ich denke auch. Und wenn nicht, dann ist es auch nicht so schlimm. Ach, wir haben es schon, okay. Ich habe schon gerade, wenn ich es habe, dann habe ich es hinter mir. Also von dem her auch kein Problem. Ich werde mal jetzt demnächst, ich denke mal, vielleicht Ende nächster Woche einen Antigen-Test machen lassen. Nicht Antigen, Antikörpertest, so heißt er. Ein bisschen übertrieben mit den Kissen vielleicht. Muss man so, glaube ich, selber bezahlen, aber mache ich, glaube ich, einfach mal. Dann weiß ich wenigstens, ob ich schon gehabt habe. Kann ja auch sein, dass ich vielleicht schon hatte. Glaube ich zwar nicht, also ich kann es mir nicht vorstellen, aber mal die 20 raus und die 2 raus. So kann ich gar nicht. Doch, die 2 raus. Die 2 raus. Nö, du nicht. Ich muss ein Lösungszeug da unten an, das ist echt krass. Schleimregal. Bücher da. Wird immer friemeliger. Da kommst du auch da rein.
Leiche kommen? Ja, ich dachte, ich hatte um dieselbe Zeit letztes Jahr, da ging es mir auch ein paar Wochen blöd. Ja, ich sage ja, das ist immer schwierig, man weiß ja nicht, ob man es gehabt hat oder nicht. Ein bisschen komisch. Die brauchen wir noch gar nicht. Ach, das Buch Goldene Qualität brauchen wir noch. Ach Gott, scheiße. Hat's vergessen. Moment einmal. Buch. Oje. Wir haben noch Zeit. Die machen wir, das passt. Ach, wir haben noch Zeit, wir haben noch Zeit. Doch, die da kommen rein. Ob ich die überhaupt sammle, ich weiß gar nicht. Das machen wir mal doppelt die komischen. Dinger da weg. Die Metallschrott einschmelzen. Die kommen rein. Nuggets hat man da. Nuggets und Edelsteine haben wir auch da. Keramikvasen waren da oben. Wie schaut es brettermäßig eigentlich aus? Braucht man wieder ein paar. Oh, bitte. Hau raus. Ach, Verzierungen brauchen wir noch. Gold kriegen wir halt viel zu wenig. Gold kriegen wir viel zu wenig. Muss, glaube ich, jetzt echt hochgehen und muss mal ein bisschen Gold. Dann haben wir ein Nugget. Ich meine, zur Goldinjektion passen die vollkommen. Da reicht die Menge, die wir kriegen. Wenn wir so Schmuckzeug herstellen müssen. Was? Aber sonst momentan geht es mir gut. Laune war heute runter, weil ich morgen wieder Schule habe. Aber ein bisschen Miezenstream. Und die ist wieder da. Da freue ich mich ohne Ende. Ach, Miezenstream. Wie nice. Ach Gott. Wie ist denn das? Wer hat die dann, also eine Freundin von mir ist Lehrerin, sogar zwei tatsächlich. Dann frage ich, die müssen jetzt morgen, also in Wasserburg ist die müssen jetzt morgen, quasi jede Klasse für sich muss quasi jedes Kind oder jeden Schüler, sage ich jetzt einfach mal, testen. Ab morgen. Ich finde das schon krass. Also, wenn das dauert ewig, oder? Auch wenn es ein Schnelltest ist, den man halt vor 10 Minuten vielleicht oder 5 Minuten hat. Das dauert schon gute Zeit. Okay. Ist dann bei euch auch so? Ah, wir haben Gold gekriegt. Ich glaube, beschwere ich mich noch. Okay, jetzt wieder. Nimm die Nachricht aus der Schmuggelkiste, okay. Mit Gold, perfekt. So soll das. Distanz haben wir für die Woche, weil die über die Ferien nicht getestet haben. Also wurde quasi vorher auch schon getestet. Distanz heißt dann quasi von daheim aus, oder wie? Haben wir auch schon getestet, okay. Wenn wir haben es ja in der Arbeit bei mir zum Beispiel auch. Wir haben es ja jetzt eigentlich immer mindestens 2-mal in der Woche gemacht, die Tests. Ich wusste ja, seitdem ich quasi das mitgekriegt habe, dass quasi vor der Familie wer positiv war,
war ich ja noch in der Arbeit, weil der ja nur Kontakt, ich war nur Erstkontakt im ersten Moment einmal und muss quasi dann immer die Tests, jeden Tag einen Test machen. An bestimmten Tagen sogar 2, morgens, abends. Ich kann dazu sagen, die Tests funktionieren soweit, also es haut hin, weil wir haben das wirklich getestet bei meiner Mutter und meinem Vater, die dann positiv waren, dann hat der Test auch positiv angezeigt. Bei mir dann auch noch negativ, von dem her müsste schon passen. Aber ich meine, es ist auch die Menge. Also das Schlimmste an Corona, muss ich ganz ehrlich sagen, ist tatsächlich der Abfall. Überleg mal allein die Schnelltests, die Stäbchen, das ganze Zeug, das ist auch Unmengen an Abfall. Die Masken, das Papier, wo die Masken drin sind, es ist schon mega krass. Also was das eigentlich ausreißt, und das weltweit vor allem. Selbst die Impfdosen, wo das Zeug drin ist, wenn sie machen, das ist ja auch krass. Also das. Peter freut sich. Achso. Ja. Hm. Ja, das sind immer so Sachen, ich weiß, das ist echt schlimm, also was das Zeug angeht. Aber solange sie jetzt endlich mal nicht irgendwie in Kontrolle kriegen, aber das Problem ist auch, du kannst so viel testen, wie du magst. Die Tests schlagen erst nach ein paar Tagen an. Die Schnelltests. Die messen ja quasi irgendwie die Proteinhülle von dem Virus. Und in der Zwischenzeit kannst du, glaube ich, schon anstecken sein, ich bin mir nicht ganz sicher. Natürlich ist es besser, wenn man es nicht macht. Und jede Woche ein Test ist auch besser wie kein Test. Ja, bei mir zum Beispiel der Arbeit das Problem, dass die ganzen Büroleute, sag ich jetzt mal, haben irgendwie kein Problem damit. Die Leute testen sich. Die Mechaniker, also die gar nicht. Die wehren sich da mit Händen und Füßen dagegen. Was ich überhaupt nicht verstehe. Das ist ein Schnelltest, der danach weggeschmissen wird. Also das wird dann nicht mal irgendwo was registriert. Warum meinst du Fragezeichen? Oh, Leiche kommt. Weiß kein Mensch. Ich weiß nur, ich habe mit der Chefassistenz quasi von uns geredet, also mit Chef auch schon, was das angeht. Es ist anscheinend, wir sind ja viele Betriebe in der Firma, anscheinend in jedem Betrieb dasselbe. Also es gibt immer wieder natürlich ein paar Büroleute oder ein paar andere, die sich auch wehren, warum auch immer, keine Ahnung, ich verstehe es nicht. Gibt es einfach wahrscheinlich ein paar Idioten überall. Aber ich verstehe es auch nicht. Ich meine, ich kenne die Leute alle, die sind alle super nett, saucool drauf teilweise, aber da verstehe ich es nicht. Ich weiß nicht, was sie davon versprechen, dass sie es nicht machen. Etwa haben sie dann Angst, dass sie dann positiv sind, aber ich denke mir halt, ja, toll. Dann bin ich es halt, aber dann weiß ich es und dann habe ich es und dann stecke ich keine anderen Leute mehr an. Meine größte Sorge war, dass ich die Leute in der Arbeit angesteckt habe. Habe ich Gott sei Dank nicht. Das ist komplett außen vor. Da habe ich keine Chance mehr, dass ich in irgendeiner Weise da jemanden angesteckt hätte. Ich bin jetzt zu lange daheim und die Tests waren auch zu lange negativ, Gott sei Dank. Gut, dann machen wir uns mal 2 Silberbarren, Goldbarren bitte. Der braucht noch. Müssen wir kurz die Leiche holen. Morgen ist wieder Kirche.
Aber ich verstehe es auch überhaupt nicht. Prinz Philipp habe ich auch mitgekriegt, ja. Aber gut, er war auch knapp wie 100. Oder war er schon 100? Ich meine, von dem her ist er auch ein stolzes Alter, so muss man jetzt auch nicht sagen. Sehr stolzes Alter, also mit, ich meine, das Königshaus ist relativ alt. Oder doch, ja, kann man sagen, also wird relativ alt. 97? Ich dachte, ist nicht sie 95 oder 97? Ich dachte, er ist erst schon 100 gewesen. Die Länder, den Eseln, den Fabriken, auch den Eseln. Die Esel haben, erstens, die Esel haben die Kampfausrüstung gegen pinke Schleifchen für ihre Mähne. Was? Erstens, die Esel haben die Kampfausrüstung gegen pinke Schleifchen für ihre Mähnen eingetauscht. Jetzt benehmen sie sich nur noch wie Idioten. Sie sehen auch so aus. Zweitens, als sich die Kutsche in einen Kürbis verwandelte, verlor der königliche Tierarzt einen Schuh. Dieser Schuh wurde von einer jungen, reichen Witwe gefunden. Keine Ahnung, keine Ahnung mehr, ich weiß auch nicht genau. Aber ich dachte, er war schon fast, also gut, fast 100, ich dachte, er war schon 100 oder er wäre 100 geworden. Was heute haben sie gehört und vermutlich glücklich bis ans Lebensende, und werden vermutlich glücklich bis an ihr Lebensende leben. Dennoch hast du den Schritt auf dem Weg, die Zustimmung des LGDPDEP zu erlangen, erfolgreich getan. Wir sind nun endlich bereit für die Revolution. Aber zuerst brauchen wir Dosen mit schwarzer und weißer Farbe, damit werden wir unser Haar färben. Alle werden glauben, dass wir Zebras sind und niemand wird erkennen, dass wir eigentlich Esel sind. Außerdem, das spielt dämlich. Außerdem haben uns unsere Rattenverbündeten gebeten, ihnen etwas Wackelpudding der unglaublichen Macht zu geben. Davon werden sie groß und stark, können Kampfsport machen und mögen Schildkröten. Und zuletzt brauchen wir noch einen Banner. Eine Revolution ohne Banner ist wie ein Friedhofswärter ohne Bart. Kreuzen unsere Schwänze. Ich hoffe, dass mich der Esel nach der Revolution in Ruhe lässt. Auch wenn ich zu meinem Anteil an der bei der Revolution gestohlenen Beute nicht Nein sagen würde. Wackelpudding der unglaublichen Macht. Warte, du googelst, okay. Wackelpudding der unglaublichen Macht. Ein biologisch aktiver Zusatzstoff, keine Haftung für Risiken und Nebenwirkungen, gefertigt am Kochtisch. 99. Ja gut, dann ist er 100 geworden, ich dachte, oder wäre er 100 geworden, ich dachte mir es eben. Ich glaube, es ist 95 oder 96, wie sowas rum. Kirchenarbeitstisch, okay, wir machen mal das Zeug. Okay, dann wird er 100 und sie 95, dann war es so. Genau. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich verfolge es natürlich jetzt weniger vom Königshaus, muss ich ehrlich sagen. Aber ich meine, trotzdem, also A99 oder wenn er dann 100 wird, das ist schon ein gutes, stolzes Alter. Sind da, glaube ich, eh komplett abgeschottet aktuell, oder? Das Königshaus dachte ich auf irgendeinem Schloss. Eine Seite brauchen wir, okay. Also schwarze Farbe herstellen. Dann holen wir eine Seide. Genau, eine Seide, die Farbe. Ich glaube, es ist seit Anfang der Pandemie irgendwo anders, nicht mehr in London. Ich dachte mal, das ist auf irgendeinem Schloss, glaube ich. Hat's geheißen, ja. Oder Schlossburg, keine Ahnung. Aber, oder in irgendeiner Residenz, einer extra ja, abgeschirmt, angeblich von der Außenwelt, ja. Bitte 2 Goldbarren. Du schmalst bitte wieder Eisen ein. Wo warst du genau her, Pinkstfred? War das Wales? Oder täusche ich mich jetzt? Wales, ja, alles klar, okay. Ich habe die Seite vergessen, ne? Oh mein Gott.
wenn es gerade so rum ist, will ich auch mal. Also England war ich noch nicht. War nicht leider. Ein Freund von mir war schon oft in Schottland unterwegs auch, oder ich glaube London hat er sich auch schon angeschaut, also war schon viel. Ich leider noch gar nicht. Okay, einen Banner haben wir. Dann die Farbe. Zweimal weiß. Zweimal schwarz. Und den Wackelpudding, der außerordentlichen Macht, brauchen wir noch. Das Spiel ist dämlich. Ist ziemlich ähnlich zu Deutschland von der Landschaft, aber beiden die den eigenen Charme. Okay. Also ich denke, gut, London denke ich mir, aber ich meine, ein paar Sachen einfach anschauen, ein paar. Ich sage, mich würde ja Irland, Schottland würde mich auch mal interessieren. Also das ist alles ein bisschen extra, aber. Warte mal, was wollte ich machen? Die Dinge wollte ich herstellen, gell? Das Goldbuch, oder? Wie, das geht ja schnell. Nicht bei eines anders mit der alten und so, okay. Okay, müssen wir noch machen. War wenn das Gebetszeug da unten, oder? Dachte ich mir. Ui. Einer mit. Am Anfang war die Kugeln oder der Glaube war so dermaßen schwer zu kriegen am Anfang, das war echt eine Katastrophe. Und jetzt ist nicht mal ansatzweise Finale, fahren wir die bolzen uns zu mit dem Zeug. Okay, Leiche ist da, glaube ich. Okay, 8:30 haben wir wieder. Also wenn wir dürfen, fahren wir vielleicht im Sommer nach Schweden. Schweden war ich auch noch nicht. Schweden war ich auch noch nicht. Sie war in vielen Stellen noch nicht. Aber Schweden, ja. Sommer bestimmt nice, glaube ich. Also. Buch wollten wir. Müssen wir erst herstellen, ne? Okay, bis gleich. Ach, braucht doch 2. Mist. Will er sonst noch was? Den Wackelpudding will er noch. Brauchen wir wahrscheinlich wieder grüne Schleim, die wir nicht haben. Okay, rein damit. Dann zweites.
Ich einmal kurz, was wir für die Wackelpudding brauchen. Für die 5. Ich habe noch genau 5. Wie lucky ist denn das? Wackelpudding der unglaublichen Macht. Wir laufen mal. Dann machen wir das Buch. Und der Dungeon. Wieder. Oh. Einmal Buch. Beziehungsweise haben wir. Das mache ich doch eh nicht. Okay, passt. Das mache ich eh von am Tisch. Die Verzierungen haben wir die 2. Perfekt. Wackelpudding haben wir auch. Okay, dann wird es zu 100% der goldenes Buch, wenigstens das. Oh. Das Spiel spinnt gerade ein bisschen. Warum auch immer. Ah, jetzt geht's okay. Wir brauchen quasi 10% goldige Scheiß. Nicht so viel. Ich habe keine Goldgeschichten aktuell mehr. Wieder Silber. Wir brauchen jetzt gleich wieder Papier. Müssen wir auch wieder was machen. Jetzt haben wir goldenes, okay, nice. Ein bisschen Papier haben wir noch. Wieder Silber. Schade. Weiter ernsthaft. Gut, 10% ist nicht viel. Eine haben wir. Ach Gott, ernsthaft. Wie brauchen wir? Wir haben bis eine, okay, scheiße. Ja, gut, hilft nichts. Müssen wir so machen. Na komm, gib mir wenigstens noch eine. Jawohl, eine haben wir noch, passt. Gut, bringen wir uns zwar nichts, weil wir 3 brauchen, aber. Dann schon mal 2. Die 2 lasse ich auch mal da, die Goldringe. Das Buch liegt eh da heute, oder? Wo ist denn das Goldbuch? Ah, das haben wir gar nicht gemacht. Das haben wir noch gar nicht gemacht. Hier, gebundenes Buch Gold, jawohl. Jetzt haben wir es, okay. Gut, noch einen. Eine goldene Geschichte. Ich schaue wegen den dunklen Organen gleich noch. Nö. Okay, das dauert ein bisschen, wahrscheinlich, denke ich mal. Wir brauchen eh Arsch, da können wir eine Runde Leichen verbrennen, das geht auch. Aktuell haben wir noch Platz. Wie viel kriegen wir denn eigentlich noch? 2, 4, 6, 7, 3 müssen wir noch kriegen. Ja, eh, passt. Dann machen wir noch 1, 2, 3. Dann machen wir noch 4 drauf.
20, tun wir raus. 5 Karotten für den Esel, kriegen wir quasi eine Leiche. So, Papier müssen wir herstellen. Wir brauchen einmal Wasser und wie viel Weizen? 20 Weizen, okay, also wenn wir jetzt 400 Weizen. 20 Eimer. Na gut, geht aber. Müssen wir zwar neu holen, das Wasser, weil wir Eimer brauchen. Dann haben wir die Pumpe jetzt quasi dafür. Gut. Regnet. Wollen uns aber nicht wirklich interessieren. Okay. 17, 18, 19, 20. Genau, passt. Dann runter hier. Einleister. Das sind uns eigentlich gar nicht so stark. Image, genau. 20, oder? Perfekt. Hier geht mir was. Auch nicht so heimlich. Oh. Aussage leer. Müssen wir das leider von Hand machen, das hilft nichts. Die da unten verbrauchen natürlich einmal Papier. Dann kriegen wir die Punkte dann deutlich leichter. Und die Geschichten, sonst hätten wir jetzt ewig lang noch Geschichten machen müssen und. Ach Gott. Ich weiß gar nicht, ob wir die Geschichten überhaupt selber machen könnten. Ich glaube gar nicht. Wenn wir die Freude 2 haben, noch die ganze Zeit laufen lassen. Welcome back. Ich will gerade ein Papier machen. Dauert leider ein bisschen. Gleich haben wir es. Weiße Farbe brauchen wir auch noch dazu, merke ich gerade. Ach Gott, scheiße. Ach, weiße Farbe. Weiße Farbe ist da, glaube ich, oder? Nö, da. Ah, die haben wir aber. Ja, die geht schnell. Sechzehn, 15. So, Hälfte haben wir schon. Noch 10. Drei. Jawohl, passt aber das auch. Ich kann da hinten durch. Lol, wusste ich gar nicht. Okay. Also langweilig wird das Spiel ja nicht mehr. Also es
scheißt dich quasi zu mit Aufgaben, das ist echt der Wahnsinn. Gut. 300 Papier. Soll reichen. Auf die Ausdauer reicht uns ja doch, müsste ziemlich knapp ausgehen. Okay. Perfekt. Okay. Aber wir haben noch übrig, die tun wir dann noch rein. Haben auch noch 20 drin, okay, hat man gar nicht gebraucht. Papier kommt runter. Dann nehmen wir uns ein paar Weintrauben mit. Zum Essen. Die Buff haben wir schon wieder drauf, egal. Okay, dann machen wir Papier da rein. Das Buch haben wir auch schon wieder. Du, mach mal bitte weiter mit den Geschichten. Nö, fertigen? Genau. Mal da 10. Die füllen wir auch wieder auf. Hier brauchen wir jetzt die Not. Jetzt haben wir keine goldene, nicht schade. Eine Gold bräuchten wir halt noch. Leiche schon wieder da, mein Gott. Ach, das war schnell. Okay, geil. Buch. So. Okay, Spielspack wieder rum. Was war das? Und jetzt ein goldenes Buch. Das war ein Kampf, wow. Okay. Aber wir haben es hingekriegt. Wieder keine dunkle, noch gar nicht langweilig. Wackelpudding können wir abgeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt eigentlich schon will. Ich warte mit der Quest einmal. Ich würde jetzt gerne einen Dungeon erst ein bisschen. Ja. Ja, doch erst Dungeon. Der füllt auf, können wir da noch gleich wieder nachfüllen, das passt da. Mal das Zeug da rein. Dann schlafen wir kurz. Dass die Buff weg ist. Moment mal. Oh. Muss kurz raustappen. Gut, Dungeon. Der ist eh wieder da. Okay, du sagst nichts Neues, oder? Nö. Haben wir eh bloß noch 2. Und die Massenabschlachtung hier. Nimmst du das bitte? Ach Gott, spackt das ein bisschen rum.
So, Gold wäre mal interessant hier unten. Das wäre cool, wenn man die Dungeon immer wieder machen könnte. Dass die Gegner irgendwann respawnen, weil aktuell schaut es nicht so aus. Was noch mehr? Okay. Da ist nix hin. Okay, passt da. Nö. Wenn wir was für den Akku brauchen. Lava-Pit draus machen. Noch mehr. Auch. Okay, Stuhl. Ist schon fast voll. Echt Wahnsinn. Da ist Gold. Mega nice. Na? Aber jetzt kriegen wir es auch mit, das Gold. Natürlich nicht, aber... Okay, den hätte ich gerne mitgenommen, da den... Oh, 9 Nuggets, das ist genial. Ein Haufen Zeug. Was da aus? Ich glaube, es ist im Arsch wieder voll, oder? Das meine ich, wir schaffen vielleicht einen halben Dungeon, da sind wir wieder voll. Aber zeitlich haben wir noch gut Zeit, dann können wir einfach mal nochmal rein hier. Haben wir jetzt auch noch was, das nehmen wir auch noch gleich mit. Ja. Spinnennetze, sonst ist ja nichts passt. Überzeug kriegen wir auch ohne Ende. Die Orange schleime auch wie Sau. Aber die Blau haben wir auch noch gut. Grüne bräuchte mal wieder. Grün wäre nice. Rest gehört raus, ja. Der füllt gerade auf, das passt, okay. Zombie das am Arbeiten, optimal. 1, 2, na du nicht. Du bitte. Ja gut, also mit 10 Gold Nuggets können wir schon mehr anfangen, das ist okay. Machen wir mal bitte 2 Barren, oder machen wir mal 4 Barren. Haben wir noch 2 Nuggets auf Reserve. Jetzt wirklich wieder. Brauche ich für die Goldinjektion für die Leichen, nämlich auch für die Zombies. So und so. Mega nice, okay. Auf das Donnerboard rauskommen, ein paar goldene. Lass ich aber jetzt einmal. Bretter. Bretter haben wir jetzt auch ein paar. Das müssen wir gleich wieder machen, das passt schon. Gut, sind wir leer. Dungeon. Was machst du noch? Warte bitte noch ein paar goldene. Okay, da heißt Leiche. Okay, direkt schon hin und her, also haben wir es.
Na komm. Ich schiebe mal kurz hoch da. Links an den Weg rum. Gut. Einmal Leiche außen rum. Da müssen wir zum. Also Inquisitor können wir noch nicht machen. Brauchen wir noch 2 dunkle Organe, ein Herz und ein Hirn. Haben wir noch nicht. Und zum Astrologen können wir mit dem Buch gehen. Hat jetzt hier jetzt das 2. Organ drin? Mal schauen. Die Überraschung sei. Nö. Ich meine, ich auch schon wieder was machen. Technologien. Was haben wir? 247 haben wir schon wieder. Nö. Warte mal. Die Rezepte kriegen wir dann auch und auch. Hier sind wir komplett durch. Müdekunst sind wir auch komplett durch. Landwirtschaft sind wir auch komplett durch. Schreiben sind wir auch komplett durch. Entschuldigung. Ach. Das ist das teuerste. Superkraft, die machen wir als nächstes. Brauchen wir 3 Punkte, das passt schon. Machen wir das teure Zeug mal weg, dann kriegen wir das andere Zeug gleich, also schneller freigeschalten, wenn wir irgendwas brauchen. Das mit dem Esel ist das DLC auf jeden Fall. Man muss schon machen, die ganze Zeit Wackelpudding und die ganze Zeug. Aber das hier ist noch Hauptquest, also noch Hauptspiel. Und der Flüchtlingslager können wir noch aufbauen. Das ist dann auch DLC. Ein bisschen was haben wir noch mit dem Spiel zu machen, so ist es nicht. Ja, kommt her, gibt das Maul. Ui, 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 ui. Ich kriege das Maul. Okay. Okay, Spinnen sind jetzt 2, 3. Ist halt schon wieder voll, oder? Ah, noch nicht ganz okay. Geht's aber noch. Alter, was ist denn los mit euch? Okay, wir sind in der letzten Ebene, aber ich will jetzt trotzdem um auf die 14er. Da waren wir noch an der Baustelle noch gar nicht. Zum Beispiel hier drüben. Ging es auch unten noch weiter. Mir doch schon alles abgerast. Ist blöd, ich dachte. Da waren wir unten. Genau, das war das hier. War das Gold, glaube ich.
Da ist nichts mehr. Okay, gut, dann sind wir. Ja gut. Gehen wir raus und räumen wieder aus. Dann haben wir letzte Stufe. Vampir müssen wir auch noch weitermachen. Müssen wir auch noch suchen. Vampirjäger haben wir umgebracht. Bleiben. Langsam war voll. Passt, ja. Okay, Rest muss rauf. Der hat. Also das Sensor, die passt perfekt. Die da. Die wieder rein. Dann können wir uns einen neuen Barren machen aus dem Schrott. Wo ist er denn? Da. Goldbarren kommen da rein. Silber da. Zwiebeln nach unten. Machen wir kurz den Kürbis weg. Also ich glaube, wir hatten 10 oder 12 goldene Samen, glaube ich, vom Kürbis. Okay, jetzt haben wir schon mehr. Okay, 39, das hat sich echt rendiert. Wow, okay. 43, alles klar, okay. Das war mega nice. Passt, optimal. So soll es sein. Jetzt haben wir auch schon wieder. Da noch rein. Okay, blöd. 90. Oh, okay, passt. Alles klar. Langsam werden wir ja voll. Ein Stress in dem Spiel ist der Wahnsinn. Gut, also einen Dungeon haben wir noch. Auch kein dunkles Organ. Ach Gott, Mann. Sind gar nicht so oft drin, die Dinger. Ich dachte, die kommen öfter. Was ich noch anschmeiße, ist Glas. Jetzt bekommen wir so blaue Punkte durch das. Zweitens einmal haben wir die für die Einbalsamierung.
Die da. Und 50. Passt. Okay, pennen gehen. Dann speichert er wieder. Und dann würde ich sagen, packen wir uns zum Astrologen, geben wir das Buch. Wackelpudding nehmen wir noch. Die Buch und den Stein. Die Dinger sammle ich da jetzt mal kurz daher, dann ist erwischt. Bringen wir dann alle miteinander runter. Aktuell brauchen wir es nicht. Nur auf Reserve. Ein Schwankrampf. Da wollte ich, wie viel haben wir noch? Hier kriegen wir noch, okay. Pudding. Und endlich gibt es wenigstens eine Sache, auf die ich stolz sein kann. Oder gibt es sonst noch jemanden, der eine sozialistische Revolution unterstützt hat, indem er Ratten mit magischen Wackelpudding versorgt hat? Okay. Hi. Ich habe ein Buch für dich geschrieben. Hier ist das Buch. Oh Mann, das sieht gut aus. Schon bald startet die Expedition. Technologien. Superkraft des Glaubens, hau raus. Haben wir ja noch nicht mehr, gell? Das brauchen wir schon gut, aber wir kriegen ja immer wieder von ihm. Jede Woche können wir uns über 70 kaufen. Das passt schon. Und hier kriegen wir jede Woche. Haben wir es 8,15. 2,40. Wow, okay. Ja gut, das lassen wir eingehen. Jo, orientiert sich. Also wir können den Silber, wenn das Zeug auch an Horadrick verkaufen, an den Ding an den Wirt. Nutzen zu Hause. Kann das Zeug was umräumen da unten vielleicht eventuell? Oh Gott. Okay, Silber raus. Das da raus. Das da raus. Jetzt wird damit rein, ist wurscht. Dann haben wir 2, 4, 6, 8, 10, 12. Okay. Gut, dann machen wir da Weizen rein. Blöd, wenn ich alles dabei habe. Das kommt raus und das kommt raus. Damit rein. Beziehungsweise haben wir da noch
Bronzezeugs kommt mal da rein. La Frime-like arbeitet aktuell. Okay. Ein bisschen Ordnung reinbringen, das Zeug. Okay, haben wir auch. Hier ist ein Gold. Hier ist Bier drin. Machen wir jetzt bloß Weizen weg, würde ich sagen. Die da raus, genau. Die da raus und den Gold da raus. Da ist hier nur Gold und Silberhopfen drin. Hier ist Bronzehopfen drin. Hier haben wir Gold- und Silberweintrauben. Tun wir das mal raus noch. Können wir bestimmt auch noch irgendwo rein. Da ist noch Weizen. Brauchen wir auch noch eine zweite Kiste eventuell. Mach jetzt einmal, ich tue mal das Fass da weg. Okay, alles klar. Viel zu viel Zeug. Gut, zwischenlagern. Was brauchen wir für eine Kiste? Für eine Kiste brauchen wir 6 Bretter, 4 Nägel, 3 Scharniere. 6 Bretter, 4 Nägel, 3 Scharniere. 6 Bretter haben wir. Ernsthaft. Zeug, dass der überall rumflockt. Sechs Nägel, 3 Scharniere bei uns. Da kann man ja mehr mitnehmen. Dann haben wir die 45 mit. Dann nehmen wir die 44, 50 voll. Vielleicht machen wir auch die 30 voll, würde ich sagen. 24, okay. Ach, die ist leer. Dann haben wir noch das Zeug kurz. Moment, nee, passt. Haben wir noch die Beeren rein. Die können wir uns gleich wiederholen. Die Äpfel tun wir raus. Wie viel Weinraumplatz hier für Hopfen? Hier für Wein. Und hier machen wir auch noch gerne anders. Okay. Ja, brauchen wir als Kisten, hilft nichts. Kisten. Müssen wir voll tackern, das hilft nichts. Durch können wir noch. Ich glaube, können wir sogar unten durch noch. Okay. Geht quasi nicht schöner. Meh.
bisschen rumsortieren, Leute, tut mir jetzt leid. Aber haben wir gleich. Da war noch irgendwo Weizen drin, oder? Ah, da genau. Dann haben wir also da eine Kiste voll. Wenn wir da noch Weizen reinmachen, dann ist das zweite Kiste Weizen. Hier haben wir Beeren und Äpfel drin. Hier haben wir sonstigen Scheiß drin, den wir lagern. Mal das auch noch reinhauen. Das Tag essen wir, ist egal. Hier ist, ich tue die Kiste mal trotzdem weg. Und wenn, dann stellen wir uns unten eine quer hin, würde ich sagen. Ich kann halt an die Kiste noch nicht dran, das ist das Problem. Ja, bauen. Bist du bauen? Okay, geht gar nicht. Wenn nochmal interessant, der halbe. Geht nicht, schade. Schade. Aber. Hier brauchen wir nicht so viel. Wir machen eigentlich von Hand fast nichts mehr selber, würde ich sagen. Wir machen alles Zombies im Regelfall. Moment, machen wir anders. Das machen wir anders. Genau. Wir unten durch, deswegen. Das Ding können wir auch hin. Perfekt. Den können wir auch hin. Optimal, perfekt. Ich sehe es gar keinen CH. Ich habe übrigens einen Mighty und einen, also Mighty mal gefragt, wie Herr Mario Kart, wie es wieder ausschaut. Der hat aktuell relativ wenig Zeit, hat er gesagt. Leider. Dann machen wir da noch ein Fass rein, ha? Eigentlich schade, finde ich. Kann ich eigentlich komplett rundum. Könnte komplett rundum, geil. Muss das noch umbauen, ich merke schon. Merke schon. Was da drin? Die Weintrauben. Hier war Weizen. Machen wir es gleich mal anders, genau. Viel zu wenig Platz, Alter. Das ist echt.
Obwohl, Moment, da hinten ist Wein. Mach mal da die Weinraum rein. Gold und Silber. Die Zombies sortieren sie ein, wo es ist. Das ist ja scheißegal. Da die Weinraum drin. Okay, passt. Dann bleibt da Weinraum. Das Zeug lagern wir zwischen. Ist leer. Ist auch leer. Okay. Gott, scheiße, ernsthaft. So nämlich. Da bin ich da ziemlich gleich weg. Kiste. Jo, so passt's. Ich dachte, wenn wir so viel Platz brauchen da unten. Aber so geht's, perfekt. Okay. So geht's, so geht's. Okay. Nein, Kenzie, bist du noch da? Oder hast du bloß kurz reingeschaut? Wein raus, genau, das war das erste. Da war ein Weintrauben drin. Da ist Goldwein, dann machen wir da auch noch Goldwein rein. Dann machen wir das Silberwein. Oder, ne, warte mal, Goldbier. Silberbier. Ein Bronzebier ist eine, können wir auch da reinhauen, ist wurscht. Der Met kommt auch mal damit rein. Hier ist Gold, hier ist Gold. Da machen wir dann Silber. Wein. Hopfen räumen wir auch noch raus. Hier ist ein Bier. Okay. Da ist Weizen drin. Und da kommen die Weintrauben rein. Also Weintrauben haben wir da sehr viel, Wein haben wir da sehr viel, Hopfen. Das Zeug da. Wie ist denn das aufteilt? Ich bitte meine. So, warte mal, das sind die Lebensmittel normale. Das Zeug gehört noch raus da. Das gehört auch wieder raus. Die Zwiebeln. Bis. Mal 100 da, 2 Stacks.
Den auch und die Schwammerl auch. Die brauchen wir auch für unten, die 2 Stacks, das passt auch okay. Ja, wir haben Bronze da, weil wir die für die Alchemiezeug brauchen. Machen wir so. Kohle da rein. Und Wasser tun wir jetzt einfach da rein, ist wurscht, das sind die Grunddinger. Und da ist wieder eine frei. Die Geschichte legen wir unten ab mal kurz. Gott, da ist wieder, das ist echt nervig. Das ist nervig, ist ein Schmarrn, das ist nervig, ne? Das ist. Man rollt ein bisschen rum und der ganze Ding ist weg. Der ganze Tag ist weg. Cool, Geschichte, wohl. Da ist auch schon wieder eine herin, okay, perfekt. Machen wir schon alles. Bla 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 bla, okay, hier ist klasse, einmal frei, super, juhu. Gib dir das Zeug. Gib dir das Gold. Yo. Gut. Ja, rein damit. Die Dinger behalten wir auf Tash, die Heiltränke. Die Rüben können wir essen. Schmeißen wir es trotzdem mal da rein. Gras kommt da rein. Das da Zwiebeln müssen wir runterräumen. Wir sollen auch gleich alles übergehen, denke ich mal. Na gut, die Kisten sind gut voll, aber die... Aber wir kriegen auch keine Kisten mehr hin, glaube ich. Ja, 30 bestimmt. Dann nochmal 30. Dann nochmal 27. Ich glaube, wir kriegen auch keine mehr hin. Es sind bloß die 5 Kisten. Das ist scheiße. Wer einen Platz schaut. Ja, die bringen uns eigentlich, wenn wir eher mehr was weiter zusammentun. Da wird man noch eine herkriegen, aber da versperre ich mir den Weg. Na, Maximum. Gut, heraus kommen wir noch klar, das passt schon. Brauchen wir eh bald weniger Zeug, wenn wir das Zeug da können wir mal kaputt machen. Okay, kann ich nicht. Und räumen wir es nach unten. Da stören es keinen, würde ich sagen.
Egal. Kisten, weiter geht's. Dann machen wir den letzten Dungeon, würde ich sagen. Alter, das ist eine Sortiererei. Die ist leer. Flasche mit vergorenem Saft, okay. Das Fressenzeug eigentlich alles rein. Ich habe das von oben runtergeräumt, weil ich keinen Platz mehr gehabt habe. Die drei sind leer. Da war zwischenlagern das Zeug. Das Weizen. Nein, das ist schon da haben wir jetzt die Wein drin, oder? Weintraum, genau. Und da auch. Die Kisten müssten leicht reichen, normalerweise. Und die auch. Fernen. Die mittlere weg tue. Kriegen wir 2 neue hin. Hier komme ich seitlich her dran. Okay, perfekt. Die Platzoptimierung. Hier kommen wir überall durch. Perfekt. Okay. Das was doch da drin, das Zeug. Das vielleicht nicht. Die Lebensmittel auf jeden Fall, die fertigen. Doch, das machen wir rein, das ist egal. Der Saft kann da rein, der Honig kann da rein. Ja gut, Alkohol eigentlich alles wurscht. Der kann auch rein. Das Brausebier heben wir uns mal auf, ist egal. Die Kiste. Das kann so bleiben. Hier kriegen wir wahrscheinlich noch mehr von dem Bärenzeug, deswegen mag ich es raustun. Machen wir es anders. Mal die Beeren raus und die Äpfel raus. Was da rein. Gut, dann haben wir so ein bisschen Platz, passt. Weizen haben wir hier noch Platz. Da haben wir noch Platz, das passt, da, das wird eh nicht mehr. Da ist Platz, da ist Platz, da ist Platz. Da auch noch. Lassen wir das da hinten wieder für den Wein, würde ich sagen. Da auch Reserve. Die Kiste nehmen wir wieder für das Zeug her. Hier ist Wein. Hier ist Wein, hier ist Wein. Das ist bloß so Zwischenlager, eigentlich sage ich jetzt mal Hopfen. Ist das Silberhopfen, Bronzehopfen gewesen? Hier ist leer, hier ist Bier drin. Okay, perfekt. Mehl tue ich mal raus. Auf A da rein. Gut, dann holen wir uns wieder Wein dran. Aber die ist silbern. 50. Okay, da kommen wir leider nicht durch, aber ist egal. Perfekt, aber so passt's. So passt's. Optimal ausgenutzt, würde ich sagen. Das Ding steht da, da können wir unten dran und oben dran, das passt, das fein, das Fass, das Fass haben wir da, können wir noch einen Wein machen, wenn wir wirklich einen machen müssen von Hand. Und zweite Ding haben wir da, das passt. Okay, optimal, würde ich sagen. Alles unterbracht, sauber aufgebaut, perfekt. Die kommen wieder mit. Der Stein kann da bleiben. Das sind die Dinger, den Glauben kann man auch drin lassen. Ja, ich würde sagen. Haben wir gut gemacht. Dungeon. Rein damit.
Ist es eine Rumräumerei. Aber so, mich stört es nicht. Nach oben geht's nicht, oder? Geht auch nach oben. Alter, was ist los? Alter, was? Insta wieder voll, oder? Also gut wie. Okay, das hat sich rendiert. Was sind du? Okay, nehme ich gern. Da kann man nichts machen, das Zeug ist ja noch gut. Okay, den brauchen wir nicht. Ach Gott, ernsthaft, ich gehe wieder raus. Geh gleich nochmal rein. Die Fliegen sind mega geil mit dem Puderzeug da. Das muss man sonst ewig mühselig herstellen, das Zeug, aber es spammt dir halt alles zu, das ist der Wahnsinn. Ich habe sogar noch zwei Dinger gekriegt, zwei so Lösungen, okay. Lass mal die zwei Gold Nuggets da. Okay, das kann hoch. Dann haben wir da schon endlich mal durch. Hat hin und her Römerei, hoffentlich bald einmal ein Ende. Nee, du nicht. Aber du. 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 Du und du. Ja, noch da gut raus, so ist nicht. Gut, und wieder rein. Ich bin so froh, also einerseits bin ich froh, dass das Zeug nicht wieder respawnt, vielleicht macht das ja auch. Also wir können so einen goldenen Apfel notfalls auch kaufen von der Kloster, von der Hexe, kriegt man. Die das er will unbedingt. Lange, also er hier. Der quasi das Ritual macht. 15. Eine ganz gute Frage. Und jetzt 1. Ja, das Zeug bleibt leer, okay. Da waren am Anfang ein Haufen grüne Schleime. Und nach oben müssen wir. Unten ist geklärt. Der erste Raum hier auch. Genau, nice. Weiter. Okay. Ach, komm her. Ach Gott. Was mal nach unten?
Fledermausflügel kriegen wir alle einige. Aber da Papier draus machen. Ja, ich nehme jeden Scheiß mit. Ja, jetzt kriegen wir aber Golden Nugget, sehr nice. Okay. So schon Fliegedinger. Ist auch weg. Gibt's ja. Schaut zum platzmäßig aus. Dich haben wir noch weg. Okay. Einmal weiter, man kann weg. Den hätte ich auf jeden Fall auch noch gern. Gesundheitspuder kriegen wir auch ganz leicht. Ja komm. Ach Gott. Muss man irgendwas so zwischenlagern haben, das wäre nice. Hier war mal okay, passt. Alles passt, kriegen wir gleich die nächste Leiche, müssen wir wieder raus. Gehen wir auch der wieder rein, würde ich sagen. Ach Gott. Gute, okay. Hat noch Platz gehabt, okay. Die auch noch, nice, okay. Aber die 4 Gold Nuggets da noch rein. Das hat noch Platz. Die Schleim haben noch Platz, okay. Oh ne, die nicht. Rest um, genau, passt, okay. Da schon was falsch einsortiert? Ne, passt, okay, perfekt. Das passt auch alles. Die wäre gegen Anna. Das Blöde ist auch schon, die komische Goldsamen oder die Silbersamen, die ich immer hier trage, die da zum Beispiel, die sind halt ewig schwer zum Kriegen, die Dinger. Jawohl, sehr nice. Knacken wir die 2 mit runter. Also die kann ich eigentlich auch schon mit runternehmen. Der kann die 4 Bauern wieder machen. Retter. Niere wieder rein. Müssen wir eh mal rum wegen der Leiche. Dann die da noch. Wie schaut's denn aus mit dir? Ja. Ah, alles klar. 27 Kamerad, dieser Tag wird in die Geschichtsbücher eingehen, die Revolution ist vorbei, wir haben gesiegt. Alles klar. Unser Meisterausbeuter wurde gefangen genommen und die edlen Rösser wurden auf weit entfernte Weiden verbannt.
Und die Übergangsregierung, die aus vertrauensvollsten Eseln und Ratten besteht, hat sozialistische Reformen angestoßen. Verstehe ich das richtig? Ihr braucht meine Hilfe nicht mehr? Ich komme jetzt endlich mal in Ruhe. Natürlich nicht, auch wenn du bestimmt außer dir vor Freude über unseren Sieg bist, war dies nur der erste Schritt und einfachste Schritt auf zur weltweiten Revolution. Die Sozialistische Republik der Esel weiß, was Dankbarkeit ist. Nimm dieses bescheidene Geschenk. Eisaxt, okay. Vielen Dank. Kreuzen wir unsere Schwänze. Ja, genau, kreuzen wir. Passt schon. Die Spitzhacke ist ein gutes Werkzeug, aber irgendetwas damit stimmt damit nicht. Vielleicht ist es das getrocknete Blut an der Spitze. 200%, 150%, 10, 150%, 200%. -1, -1. Ja, ich meine, hey. Das Werkzeug nehmen wir immer. Axt. Okay. Dungeon. Ich denke auch, keine Leiche braucht es, wenn er es nicht braucht hat, dann lassen wir es gammeln. Jetzt zünden wir es dann noch eher an, oder? Da können wir die Verwesung wieder zurückbringen mit dem Wiederherstellungstrank, von dem her passt das schon. Mal zu Dungeon ist wohl fertig. Ah, okay. Hab gerade Bescheid gehört, dass wir nächste Woche wieder Mario Kart machen können. Freue ich mich schon drauf. Und wegen Valheim müssen wir da schauen. Aber machen wir danach. Also, wir haben ja Valheim quasi im Stream gespielt gehabt. War auch ganz lustig, muss ich ganz ehrlich sagen. Das hat teilweise so Lust ziemlich lang gedauert. Und das war ein Problem mit dem Mod. Die Eisenporterei, das hat einfach zu lange gedauert. Da irgendwas auf den Weg zu bringen, haben wir das mit dem Mod gemacht, mit dem Valheim Plus. Der spinnt leider immer ein bisschen rum. Also nach jedem kleinen Update, und es gibt viele Updates für diese Mods. Oder für diese eine Mod. Also wirklich, ja, alle paar Tage mal. Was weiß ich, fast vor jedem Stream, so dass wir wirklich rumprobieren haben müssen, wie es geht. Von dem her schauen wir mal. Okay. Wollen Apfel. Oder Dungeon. Gut, dann schauen wir durch. Perfekt. Können wir ihm morgen gleich einen goldenen Apfel in die Fresse drücken, das passt da. Das passt auch. Mal gespannt, was er noch will. Können wir eigentlich da den Apfel scannen? Nö, okay, schade. Händler ist da. Ich würde sagen, wir haben uns hin. Nee.
Na da, nicht da. Die zwei, die Dias kommen da rein. Das Zeug sammeln wir. Mal da rein. Wo ist mein Ding? Wo ist mein Ruhestein? Da ist er. Die Heiltränke kann man eigentlich auch weglegen jetzt. Ja, gut, mal da mal welche rein, ist egal. Händler ist da, das heißt, ich verkaufe mal ein bisschen Wein. Nutzen. Totes Pferd. Du wolltest doch schon immer mal ein Shitload auf goldenen Wein haben. Er schlägt so wert, weil ich die ganze Zeit so viel verkaufe dem Zeug. Oh hey, ein bisschen was kriegen wir auch. Brauchen wir aktuell nicht. Brauchen wir aktuell auch nicht. Kaufen uns mal einen. Uns einen. Wie schaut's denn weiter? Du musst sogar nach Hause der Frau kommen, das aktiviert das Portal im Hexzügel, fertige einen Geisterlaser, um das Portal einzuschalten. Das müssen wir noch machen mit Gary. Die Organe sind immer dabei, das geht mit den Leichen, hilft lange bei dem Ritual, da sind wir dabei. Und aus der Burgfeste zu retten, ja genau, das müssen wir jetzt gerade machen. Die restlichen Quests sind wir soweit eigentlich. Finde den Vampir. Bau einen Brunnen, bau ein Zelt, frag nach dem Vampir. Also den Vampir müssen wir fragen. Stimmt. Geht das aber extra. Also die zwei gehören zusammen. Das passt, das ist im gleichen das gleiche DLC und das gleiche ja, das gleiche Eck, wo die sind. Esel ist 100, das passt. Die Frau Anmut. Kaufmann ist 100 und der Bischof müsste auch 100 sein, oder? Bischof? Ah, da, ja, genau. Sie. Na gut. Nehmen wir uns auf. Rechte Seiten. Oder ein Esel haben wir geholfen. Ja. Jetzt sagen wir schlafen. Gelangt nicht ganz. Dann machen wir den Rest noch hier. Kurz überspringen. Ich schaue noch kurz zum Steinbruch hoch. Wie schaut es denn deutlich aus? Da haben wir auch noch Platz. Perfekt, passt. Okay, läuft. Zwiebel da einmal da. Perfekt, okay. Die bringen wirklich nur Gold und Kohle. Ja, da. Ah. Machen wir das Silber einfach da rein. Rein. Passt, perfekt. Okay. Den haben wir abgebaut hier. Brunnen ist fertig. Die warten auf. Die sind am Werkeln. Die Steine sind auch voll.
Moment mal. Stein. 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 Marmor. 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 Das müsste zwar nicht wurscht sein. Aber mir gefällt es besser. Wurscht, passt. Lass mich da rein quasi wegtan, dass wir nicht alles gleich voll bleiben, also sind die Dinger unten gleich wieder voll. Okay. Wir brauchen uns heim. Wie schaut's denn aus? Bist du schon da? Da geht's ans Ritual. Ja, da ist er. Da sind wir fertig. Da sind wir auch fertig. Ich habe einen goldenen Apfel für dich. Hau raus. Gib her, ich lecke nur dran. Ich will gar nicht so viel wissen. Willst du auch mal lecken? Na klar. Ah, jetzt verstehe ich den Sinn dieser letzten Zeile. Was? Das finale Zutat für das finale Zutat für das Ritual. Okay. Jetzt verstehe ich den uralten Fluch. Ich brauche ein dunkles Herz. Alter, ich habe kein dunkles Herz. Der Inquisitor hat mir davon erzählt, ich werde dir eins besorgen. Das ist so furchtbar. Wir brauchen Leichen ohne Ende. Okay, passt. Sag's nicht du. Okay, da ist Happy, so wie der hängt. Das würde ich halt gerne nutzen, das Zeug da. Ich meine, er ist eh cool. Viel zu intelligenter Zombie. Da sterben wir, wenn wir drauf gehen. Ach, hier ist überall so viel Platz noch. Okay, geht das perfekt aus, oder? Was aber Zufall? Nee, geht nicht aus. Okay, da kommt nochmal. Fehlen bestimmt 2 oder 3 Kisten. Okay, mehr sogar. Ja, nice. 1,20, perfekt. 3 Kisten fehlen noch. Eine kann er tragen, also sprich. Ja. Wenn wir nur 3 machen, wenn wir hochgehen. Die Goldstory muss unten rein. Gut, da brauchen wir jetzt ein dunkles Herz, also sprich, müssen wir eh runter und müssen wir die. Ja. Frage ist, buddeln wir die Leichen ein oder? Brennen wir es einfach. Asche brauchen wir eh. Sag mal, was kann man machen mit euch? Die kriegen wir weg. Okay. Ist mir egal. Kriegen wir noch welche, oder? 3 Stück kriegen wir noch. 1. Du hast eh schlecht. Also die Leichen haben quasi dunkle Organe drin, das teilweise. So wie hier zum Beispiel. Sind normalen. Das war also das Dunklinerei. So lila sind die.
Weiß ich auch wieder nicht. Okay, na gut. Und aktuell brauchen wir keine Zombies, aber Asche können wir definitiv brauchen. Und zünden wir so Dinge an. Aber eh noch 8, das passt. Wieder. Ich kann zwar einiges mit den Injektionen machen, mit der Balsamierungstechnik da, aber irgendwie. Ich wüsste es aktuell nicht für was. Friedhof können wir so ein bisschen einbuddeln, wenn wir wollen. Dann müssen wir das quasi auch vorher bearbeiten. Okay. Haben wir die Dinge wieder drauf. Die Brennplätze. Kommen wir zur nächsten Vieh, würde ich sagen. Beziehungsweise können wir uns mal kurz anschauen, was wir schon. Das ist eine gute dabei. 6, 8. Ja, zum Beispiel. Zwei, 4, 6, 8, 9, 10. Und die haben wir aber schon ausgegangen, glaube ich, oder? Die haben wir da schon optimiert, genau. Nehmen wir uns mal auf. Was du? Dunkles Hirn, okay. Raus damit. Ach Gott, er schon wieder ernsthaft. Lass mich raten, du brauchst auch eine inspirierende Bronzestatue, die so groß ist wie meine Kirche. Oder vielleicht haufenweise politische korrekte Literatur für die Babyesel. Oder ich weiß, du brauchst einen goldenen Sarg mit Glasdeckel für jeden Esel, der in der Revolution gefallen ist. Nichts dergleichen. Die Sache ist die, wir haben versagt, Kamerad. Ich habe ihn noch nie so bedrückt gesehen, er heult ja gleich. Was ist geschehen? Die Raten haben in unserem Postamt die Macht an sich gerissen und eine militärische Diktatur ausgerufen. Und jetzt ist die Situation der Esel noch schlimmer, als sie vor der Revolution war. Was machst du jetzt? Das Einzige, was ich gut kann. Die Leichen bringen und Karotten futtern. Vielleicht ist das gar nicht so schlimm. Meine Karotten sind ziemlich lecker, weißt du? Okay. Einfach mal raushauen. Dann würde ich sagen, das dunkle Hirn. Brauchen wir nur 2 Herzen, brauchen wir auf jeden Fall. Bei dunkle Organe können wir gehen. Aber das müssen wir untersuchen. Das müssen wir untersuchen unbedingt. Ja, du bist auch schlecht. Gut sind wir uns aber, weil da wirklich 5 oder 6 weiße Schädel dabei sind von Anfang an. Dann haben wir rumoptimieren an den Dingen. Ja. Die ist schon vorbereitet, glaube ich, für irgendwas. Na komm. Brauchen für eine Leiche 5 Karotten, also. Müssen wir halt warten, das ist eine Zeitsache, aber. Oi, 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 oi,
komm. Wie viel ist da? Der Baum hat da so Urnenhäusel hin oder zwei. Können wir auch machen, können wir mit der Asche auch genauso machen. Wird ja gar nicht so schlecht ausschauen. Passt sogar mal 12 Urnen passen rein. Du brauchst wohl 12 Leichen dafür. Komm, die haben wir auch mal raus. Ich verbrenne die 4 jetzt einfach, so wurscht. Den können wir morgen wieder fragen, das passt. Zur Frau Anmut müssen wir. Ah, spannend, das Ding, das ist der Inquisitor, okay. Das können wir aktuell nicht, weil uns nur ein dunkles Herz fehlt. Gleich roten wir raus. 50. Kriegen wir noch 10 Leichen, das passt. Hey du. Wie schaut's mit dir aus? Diese. Was haben wir eigentlich da hinten noch? Plus 2 Rodi, plus das. Eigentlich müssen wir die Leichen eh. Was eh verbrennen, ist echt blöd, wenn wir das Zeug drin lassen. Den Blut brauchen wir die ganze Zeit. Echt dämlich, fallen wir gerade auf. Blut und Fett müssen wir eigentlich wirklich überall rausmachen. Auch können wir auch brauchen. Her damit. Den rein tun wir mal raus. Vielleicht können wir ein bisschen rumfuschen bei einer anderen Leiche dann. Fleisch auch gibt. Doch auf gar nicht raus. So, obwohl machen wir noch kommen. Leerer Sack. Okay, kannst du nicht mehr runternehmen, schaut. Haben wir noch? Next können wir dann eingraben oder einfach mal nach und nach quasi dann das Zeug rausziehen, was wir brauchen. Gut, dann bauen wir 04 hin. Das nächste Mal. Der bringt uns aktuell nichts. Wir könnten Burger und Bier verkaufen, ja, aber für was? Wir haben genug Geld aktuell. Hier können wir noch das Lager für 2. 6 Leichen können wir aktuell verbrennen. Haben wir jetzt auch keine mehr, Gold? Nee, passt, okay. Wir kriegen noch. Kriegen wir noch 12, okay, passt. Mit denen hast du 1, 2 Herzen dabei sein, würde ich sagen. Man kann mit den Organen quasi ziemlich viel rumprobieren, das ist echt krass eigentlich einerseits. Der Schädel kommt da rein.
Den untersuchen wir noch kurz. Ich bin so, wenigstens das Blut hätte ich rausmachen sollen, das ist so dämlich. Dass ich das gedacht habe. Ja, 60 Asche haben wir. Und sich sehen lassen. Wow, okay. Technologien. Hier gibt es ja nichts Neues, gell? Okay, dann machen wir aber da mal fertig. Ach, da haben wir die Blaubase wieder. Marmorblatt nach hier. Na komm, kaufen wir uns die teuersten zwei einmal jetzt ein. Können wir jetzt quasi die 6 Stück, 6, 7 und 7, okay. Also 7, 5, sprich 12 Leichen können wir jetzt vergraben, problemlos. Wenn wir quasi 12 weiße Schädel haben, können wir. Das ist cool. Hatte ich eh noch nicht, glaube ich, mit 12, 11 als höchste Geibesetzer. Wie schaut's da aus? Okay. Machen wir noch miteinander das Zeug. Zwölf kriegen wir reichen, gell? Ja, ich hoffe, dass da 2 Herzen dabei sind. Wenn, dann würde ich erst mit der Schlange weitermachen, tatsächlich. Obwohl, je nachdem, wer als erster kommt, tatsächlich. Ernsthaft, gerade renne ich weg. Gerade renne ich weg. Ja, wir wissen müssen, dass er kommt. Hi. Was hast denn du in dir drin? Schauen wir mal. Und die Organe, raus damit. Blut, raus damit. Fett, raus damit. Nö, Fleisch gibt dann. Okay. Lassen wir es mal einfach da. Also je nachdem, was man für Zeug quasi rausfällt. Das hier gibt der Leiche 4 rote Schädel dazu. Wir können aktuell mit den Injektionen nur 3 ausgleichen. Also 3 rote in weiße verwandeln. Oder wir löschen dann einen weißen und einen roten. Das ist aktuell ein bisschen schwierig. So gut sind wir damit noch nicht. Ich denke, wir kriegen ja keine anderen Injektionen. Wir können bloß mit. Wir wissen jetzt quasi, wie die Leichen aufgebaut sind. Und sehen jetzt seit dem Kultisten Infos sehen wir quasi, was die Organe machen, aber die machen schon alles selbe. Schädel gibt einen roten dazu. Können wir mit einer Silberinjektion zum weißen machen. Dann Organe sind auch unterschiedlich, okay. Na gut. Wir schauen mal. Die sind noch am Weiterwerkeln, das passt, okay. Ja, doch, passt, okay. Fleisch kommt da rein, warte mal. Die nehmen wir mit. 54 haben wir schon wieder, also nochmal noch 46 und wir haben wieder was nächstes wieder freischalten. Es geht aktuell ruckzuck tatsächlich. Barcelona können wir wieder 75 kaufen, das passt. Ja, da ist er eh schon. Moment, ne, runter will ich.
Die haben immer alle zu tun. Okay, dann mach mal du bitte. Du machst auch Gold. Wendraum bitte. 250. Dann einmal. Ach du. Der kann nicht, weil. Ach, weil wir zu wenig haben. Okay, scheiße. Na gut, ich dachte mir's. Ich muss irgendwann wieder mal kultivieren, dann das Zeug. Du machst Silbertraum. Ja, egal. Und du machst, ja gut, du machst, muss man Bronzeopfer machen, ist wurscht. Die machen was zu verkaufen. Vielleicht tun wir hier rein. Dann. So wird. Die kann immer noch nicht reden, okay. Du kaufst mal die Bestattungsurkunden ab. Okay. Die Maschine mit Gary können wir auch noch reden. Mein Gott, stimmt ja. Ich weiß nicht, was du da geschrieben hast, aber meine Professur ist vollständig rehabilitiert und ich wurde sogar befördert. Und wichtig ist, dass der Dekan seine Erlaubnis für die Expedition erteilt hat. Aber wir haben ein letztes Problem. Wir brauchen jemanden mit einem Aristokraten-Zertifikat Hammer, der mich begleitet. Normalerweise wäre das kein Problem, jemanden zu finden, aber unsere Situation ist etwas heikel. Das solltest wirklich du sein. Besorg dir ein Aristokraten-Zertifikat. Ich verlasse mich auf dich. Haben wir doch. Ich habe nicht dabei, gell? Was nehmen wir denn? Steinerner Gebietsbank. Schein des Glaubens, komm. Freischalten. Passt. Wieder 29. Okay, es geht voran. Geht voran. Nutzen, zu Hause. Zertifikat. Mach noch Glas. Moment. Spannende Grafit. Wollte ich. Glas bitte. Machen wir dann. Ja. Du brauchst auch nachheizen. Du machst auch bitte mal die. Wo haben wir es denn? Nutzen, Leuchtturm, hi. Gut, alles andere ist bereit. Ich lasse nach meiner Tochter schicken, sie wird uns in der Nähe der Feste treffen. Ja, ich würde sagen, wir machen es, oder? Beginne die königliche Expedition. Passt. Wir haben die Genehmigung der Königlichen Universität. Wir müssen zur alten archäologischen Ausgrabungsstätte gehen. Ihr könnt vorbei, aber ich muss dem Kommandanten Bescheid geben, dass ihr hier seid.
Ach, das ist nicht nötig, tapferer Soldat, lass ihn schlafen, wir reden morgen früh mit ihm. Danke, dass ihr mir geholfen habt. Da ist der Wagner. Wo finden wir Wagner? Er sollte in einem Camp bei der Straße sein. Sieht aus, als würden die Soldaten schlafen. Schaut so aus, ja. Wagner? Oh, Frau Amut, du solltest mich nicht so sehen. Das ist schon in Ordnung, ich kann deine innere Schönheit sehen. Seid still. Wie können wir diesen Käfig öffnen? Ich habe hier Dietrich, was? Ich habe den... Was? Ich hatte die schwere Kindheit. Okay. Dann können wir ihn in der Kiste herausschmuggeln. Wagner, was für ein schöner Name. Schöner, das bist du was. Frau Amut, ich habe so viele... Du hast alles ruiniert. Mein Sohn hätte ein glorreicher Ritter sein können und jetzt brauchen wir solche Leute nicht mehr. Also wurde er Schriftsteller. Was für eine Schande. Du bist derjenige, der den Durchgang in die Luft sprengte. Das ist alles deine Schuld. Es war nicht meine Schuld. Wir müssen nach dem großen All neue Berechnungen durchführen. Ich glaube, unser goldener Winkel war nicht sehr akkurat. Also... Ach, außerdem, ich weiß, dass hier etwas vor sich geht. Zuerst diese Kreatur, dann deine Expedition. Ihr seid alle Verräter und du bist vermutlich eine Hexe. Ich gehöre zur Inquisition. Ich bin in geheimer Mission unterwegs. Du kannst mich töten, wenn du willst, aber lass meine Tochter in Ruhe. Vater, ich werde nicht ohne meinen Vater gehen und auch nicht ohne diesen jungen Mann. Ich habe Verbindungen im Hofe. Kann ich bitte einfach gehen? Aha, der Königshof, ich bin des Königs Onkel. Und ich bin sein Sohn Wagner. Ich muss dazugeben, dass Wagner eine große Enttäuschung ist, aber das ist sogar für ihn zu viel. Ich kann es beweisen, ich habe ein Muttermal auf der rechten Seite meines Schwanzes. Das sollte irgendwo unter meinem Pelz sein. Ach, wisst ihr, ich werde auch einfach alle töten, keine Leichen, kein Problem. Ich kann mit Leichen helfen, Kommandant. Das ist also das Ende. Vergib mir, meine Tochter, ich kann nicht ändern, was ich getan habe. Aber du sollst wissen, dass du mein Ein und Alles bist. Vater, das ist der beste Teil meines Lebens. Ich habe meinen Vater gefunden und meine große Liebe. Wagner, lass mich dir einen Kuss geben. Ist wieder normal, oder? Oh, da war das laut. Mein Sohn, ja Vater, ich bin es. Du hast beinahe deinen eigenen Sohn ermordet, aber ich vergebe dir. Ich habe ein Angebot für dich. Ich werde ein Ritter, aber du musst alle anderen freilassen. Das klingt fair. Okay. Was dich angeht, alter Mann, wir haben noch offene Rechnungen. Doch jetzt könnt ihr erst einmal gehen. Wagner. Sei nicht traurig, wir werden bald zusammen sein. Ich nehme diese Halskette, ich glaube, sie gehört dir. Ich habe sie im Namen meines Vaters erworben, es sollte eine Überraschung werden. Ich brauche die Kette. Alles scheint ein gutes Ende genommen zu haben. Ich weiß nicht, mein Freund, ich glaube, wir haben noch immer viele Probleme. Wagner ist dein Leben und in Sicherheit. Komm, Vater, zeig mir, wo du lebst. Und du, danke für alles. Gibt es irgendwas, das ich für dich tun kann? Diese Halskette, ich brauche sie, um, um zu meiner Frau zurückzukehren. Sie hat mir ja schon geholfen. Ich hoffe, sie hilft dir ebenso. Hier, nimm sie. Yay! Oh, junger Mann, ich habe es geschafft, noch heimlich einen goldenen Winkel mitgehen zu lassen. Wie vereinbart, er soll dir gehören. Okay. Siehst aus wie deine Mutter. Aber ich bin so schlau wie du. Haha. Mein Gott, oh mein Gott. Yay! Wieder 2 Sachen. Goldener Winkel und Halskette. Passt. 2 Hause. Aber eine salzige Gabel. Spiegel. Ist der Block drum. Okay. Können wir das erste Ding schon bauen? Nee. Den kriegen wir vom... Okay, können wir nicht. Das kriegen wir von der Schlange. Das machen wir jetzt da quasi mit dem dunklen Herz, wenn wir es haben. Und die endlos brennende Kohle kriegen wir vom Inquisitor, wenn wir die 3 Organe haben. Okay. Ja, brauchen wir noch ein bisschen. Bisserle. Gut, hätte das nichts gebracht, aber ich dachte, vielleicht könnte man das erste schon machen.
Das ist überall versteckt. Okay, dann. Tun wir das Zeug da rein. Salzige Gabel, Spiegel des Stolzes, Halskette und goldener Winkel. Dem ist langweilig. Okay, ich hole Wasser. Okay, passt. Ah. Wir unten durch. Können wir das Zeug noch abliefern da? Passt. Okay, Wasser rein. Wassereimer tun wir da Reserve rein. Schaut's da aus? 4 Kisten, okay. Das können wir uns auch schon mitnehmen wieder. Die kommen da rein. Die tun wir da rein. Ja, die müssen wir auch noch reden. Was haben wir mit der? Ah, nix, okay. Scheiße. Okay, das ist echt scheiße. Ach, dann heben wir uns das auf, den rein. Und Fleisch auch raus. Schädel, glaube ich, haben wir genug aktuell. Die untere nochmal. Was Fleisch auch noch raus. Verbrennen wir eh wieder, würde ich sagen. Die 2 zumindest noch. Haben wir den auch noch raus, oder? Nee, auch nicht. Muss ich nochmal schauen. Okay, passt. Wie haben wir es raus? Okay, optimal. Einmal. Wenn wir so ein paar gute Leichen dabei haben, also die wo quasi hoch, wie nennen wir es, hoch klassik sind oder hoch oder viele weiße Schädel haben, dann würde ich sagen, heben wir uns auf. Vielleicht bringen wir es vielleicht bis dahin auch schon mal ein bisschen. Aber den Rest können wir jetzt mal raustun, weil für was? Okay, dann machen wir noch 2 Dinger hin. 2 neue. Holen wir uns gleich noch Holz und machen wir gleich wieder ein neues Auftrag. 8 brauchen wir. Der kommt wieder 32 quasi. 4. Heißt, 128 kriegen wir nicht. 96 kriegen wir.
Mach mal du gleich wieder 96. Mach 128. 132 wurscht. Okay, dann machst du bitte die Dinger wieder, die Flaschen. Passt. Ach Gott, machen wir gleich hier hin. Heute kommt aber kein Ding nicht, heute kommt aber keine Leiche nicht. Aber das Holz wollte ich reinlegen. Doch, 6, stimmt schon, 96, ja. Ein Schmarrn. 32. Doch, stimmt schon, stimmt schon, stimmt schon. Total blöd schon. Du. Und du. Du kommst da rein. Die dunklen können wir echt brauchen. Okay, Asche haben wir, Salz haben wir. Die Knochen. Jo, passt. Lasset uns beten. Nicht. Ja, gib her. Und gib Geld. Das wäre vielleicht das Einzige, wenn wir Friedhof ein bisschen aufbessern noch. Kriegen wir mehr Geld. Die können wir jetzt auch schon ein bisschen umbauen wieder. Okay. Alter, was ist los? Nee, garantiert nicht. Beichtstuhl 2 könnte man. Steinerner Schrein ging aber auch. Dann 8. Bald man schon hier ist ja kein Problem. Die goldenen Statuen eigentlich, die Bronzestatuen eigentlich auch nicht. 2 Stück. 1, 2, 3, 4. Ja, mal. Ach, da war noch über die Statuen dazu, alles klar. Okay. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf und 6. Wenn der Rest noch wissen wird. Was natürlich nicht merkt, ist ja klar.
Scharnierl auf jeden Fall, glaube ich. Da rein brauchen wir da heraus auch wieder. Kann da vermuten. Ich glaube Balken waren es, oder? Die wollen es kurz zu tun. Ah, ich habe keine Ahnung mehr. Aber mach mal du ein paar von den Dingen. Mach mal 20. Eins legen wir rein, dass er weiß, wohin muss damit. Dann schlafen wir kurz, dass der Debuff weg ist wieder. Schauen wir mal, was wir aufbauen können. Also je höher leveliger die Kirche ist quasi, desto mehr Glauben kriegen wir. Die komischen goldenen Kugeln haben wir jetzt eigentlich keine Probleme, aber mei, warum nicht? Und je mehr Punkte der Friedhof hat, desto mehr Geld kriegen wir. Haben wir aktuell auch keine Probleme, aber die rechte Seite ist okay. Links haben wir auch schon angefangen. Schauen wir mal, was ich vergessen habe. Moment. Stein oder Steinmaus. Na, haben wir sogar alles dabei. Für 3 Stück. 1, 2, 3. Ach, Beichtstuhl war das, okay. Machen wir die. Zwei Beichtstühle noch weg. Einmal. Zweimal. Ich glaube 71 haben wir gehabt. Okay, die bauen wir gleich wieder hin. Eins. 2, 3. Gibt 12, passt. Okay. Mal 80, okay. Die zwei kann man da weg, da kriegen wir auch noch mehr. Okay. Jetzt kann man hier noch Technologien machen. Räuchergefäße, gut, steht das ist draußen. Die Kirchenbank haben wir schon. Und das Fenster haben wir eines, Kirchenbank, Beichtstuhl 2. So eine können wir eh bauen. Geht der zweite auch noch? Nö. Okay, Beichtstuhl 2 haben wir auch. Brauchen wir noch 2 Holzkonstruktionen und 10 Bretter. Zwei Holzkonstruktionen, 10 Bretter. Oder eine Tür?
keine Balken mehr, oder? Nein. Komplexe Scharniere. Glas rein. Ich glaube sowas, oder? Nehmen wir sie wieder mit, das wischt. Steine haben auch zu viel, die brauchen wir gar nicht. Der Metallschrock kommt da rein. Ich glaube 4 waren es. Ich schau mal. Ne, da wollen wir hin. Genau, Beichtstuhl. 7. Gut, so ein Sternerschein wird mehr bringen. Aber egal. Können wir nur 2 Punkte mehr rausoptimieren, wenn wir wollen. Ich glaube, das macht es gerade nicht fett. 84, aber 86 oder 84 haben, glaube ich, ziemlich wurscht. Und hier brauchen wir überall die Gold. Wandleuchter 2 haben wir schon. Weil das ist ja jeweils, das sind jeweils 2 Barren. Eins, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 20 Barren Gold. Spinni. Okay, Menke kann man ja nur stellen. Also, ich meine, geht einfach mal da 3 hin. Aber es geht nicht. Nee. Hier ist noch Platz, okay. Hier haben wir auch noch Platz, aber da kann man nichts hinmachen, glaube ich. Das Zeug werde ich gerne aufwerten irgendwie. Aber egal. Also wir könnten mal 86 machen, wenn wir wollen. Aktueller Stand. Wollen wir aber glaube ich nicht. Wenn man die dann drehen kann eventuell. Für den Friedhof glaube ich, das ist noch ganz cool. Hier. Laternen und so Zeug. Raum sind wir auch fertig. Genau, da haben wir die drei haben wir. Die 4 haben wir sogar. Die 5. Okay. Ich meine, ich passiert mal vorbei, dann kriegen wir ein paar Punkte, ein paar blaue, das ist ganz gut. Aber ja, geht langsam, aber es geht voran. Das ist nebenbei. Moment, wo ist mein Stein zum Porten? Da. Benutzen, totes Pferd. Ich bin jetzt fertig, oder? Okay, du kannst das bloß ein paar Parfüm und Schmuck ab, quasi passt. Ich gibt's aber noch, okay. Hier gehen wir das wieder.
Moment, kurz warten. Esel kommt wieder. Aber nicht jetzt, oder? Nicht jetzt, ja genau. Wie schaut's da aus? Der da auch noch hin und her passt. Vier Kisten. Vier Kisten. Die machen wir da schnell. Dann würde ich sagen, reden wir mit Gary mal mit dem Totenkopf. Gibt es so 4 Goldkisten. Dass die Taverne weitergeht einmal. Gut. Leih kommt auch gleich. Warten wir mal. Müsste gleich da sein. Ich weiß ja gut. Zwischendurch geht er ums Eck. Und wenn dann mal das Kreuz an den rosa Eck, glaube ich, dann kommt. Und jetzt, genau. Dunkel sag an. Bitte, 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 bitte. Bitte Herz. Ach, fuck. Ja, gut, okay. 8. Das rausbauen. Das Blut raus. Kathi, hi. Ich grüße Sie. Shell raus. Ja, Knochen raus, warum nicht? Sieben. Dann mal. Was haben wir da? Einmal Kleber. Reinklebern in die Leiche. Bei 2 Herzen brauche ich mal noch. Ach. Jadi. Das gerade bis Kathi, ich habe übrigens Contradiction vorher mal ausprobiert. Also es ist, ich bringe es auf, also PC läuft einmal frei, aber OBS greift es irgendwie nicht ab. Ich habe keine Ahnung, was mit dem Programm ist. Also irgendwie ganz, ganz komisch mit dem Spiel. Aber ich kann es quasi am anderen PC wieder laufen lassen und kann den kompletten Bildschirm abgreifen, das geht. Nee, es geht immer noch nicht. Ich kann, egal wie alt das Spiel ist, egal was ich mache, egal was für ein Programm, ich kann alles mit OBS abgreifen, überhaupt kein Problem. Bloß dieses Contradiction geht nicht. Ich habe jetzt auch keine Lust mehr gehabt, dass ich ewig lang rumsuche, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich eine Version habe, wo es geht. Es ist komplett in Englisch, also man kann die Untertitel sind auch, man kann Untertitel einschalten. Ja, genau, das aber mache ich eh, aber das geht dann über Elgato, das passt, also über die 4K Aufnahmeplattform, mit dem geht es recht gut. Habe ich extra Fenster, kann das extra abgreifen, ich kann rumschalten, das passt optimal, das ist super. Den geht bei mir am PC auch mit Bildschirmaufnahme, aber warum sollte ich es machen, wenn es anderweitig auch geht? Aber das ist in Englisch, also mit englischen Untertitel, Gott sei Dank. Sirene war relativ sauber tatsächlich, habe ich gemerkt. Und das ist schon ziemlich. Man hat so eine Karte, wo man quasi schauen kann, wo man rumsuchen kann.
Ob das so einfach ist, ich weiß nicht. Das ist voll. Das läuft nicht bei. Da brauchen wir das Dunkelherz. Ah. Da. Haben wir erledigt. Läuft nebenbei, aber ist eigentlich auch erledigt. Ist erledigt. Ist eigentlich auch erledigt. Also eigentlich brauchen wir bloß noch die zwei. Nehmen wir mit Gary mal nebenbei. Aber machen können wir so schlitt wär's. Räteljoker. Ja, ich sage jetzt Englisch. Ich fand es bloß schade, weil man da eigentlich normalerweise, ich dachte man da vielleicht zumindest deutsche Untertitel einstellen könnte. Falls wer dabei ist, der vielleicht das Englisch nicht so gut kann. Wäre es vielleicht gut gewesen. Wegen der Maschine. Ich hab's kauf einfach ein wenig Land und baue eine Taverne. Eine Taverne, warum keinen Riesenpalast? Die Taverne ist doch nur zum Scheindummerchen. Heben den Keller aus und benutzen die Maschine. Ich habe alle Grünteils gespielt, sinnlose Rätsel, entziffern kann ich. Grünteils ist furchtbar, was das angeht, ja. Kannst du mit wenig Geld machen. Wissen von der Maschine und Geld von der Taverne. Also Grünteils habe ich auch gespielt, ja. Was springt für dich dabei raus? Nichts. Das glaube ich kam. Nun, vielleicht erzählt uns die Maschine etwas über meine Vergangenheit. Wir können übrigens allgemein so, wie nennen wir die Dinger? Hidden Object Game. Ich glaube, das ist die offizielle Bezeichnung dafür. Grobe Richtung, das gleiche war Grimtales auch. Gern mal machen im Stream, kein Problem. Wimmelbild. Der Wimmelbild sind die bestimmten Bereiche von den Hidden Object Dinger, oder? Aber ja, das gleiche. Ich mag der, also ich habe, glaube ich, aktuell. Nein, ich habe keins, was ich noch nicht gemacht habe, aber. Das war gute. Auch kein Vorschlag her damit. Hey, willst du bitte ein Stück Land verkaufen? Na klar, doch mal sehen. Steuern, Gebühren, Servicezuschlag, das wäre dann 9600, 200. Nein, das kann nicht stimmen. Du machst Witze, oder? Das ist das Gesetz, aber ich kann dir einen kostenlosen Ratschlag geben. Kauf das Land im Namen des armen alten Dorfbewohners. Das gibt dann einen festen Rabatt. Jemand wie Digo. Okay. Die Frustration. Frustration im Stream ist das Beste, oder? Oder meine Frustration ist doch noch besser, oder? Oder gemeinsame Frustration, noch besser. Ding dong, bing bong, ich bin der Digo, bin ich der Digo? Oh ja, wenig Grundstück. Kuchen musst du mal versuchen. Digo, es macht dir doch nichts aus, wenn ich in deinem Land ein Stück Land kaufe, oder? Kuchen musst du mal versuchen. Ich will dir eine Taverne bauen. Kuchen musst du mal versuchen. Nee, macht dir offensichtlich nichts aus. Okay. Ja, wenn dann das gemeinsame Frustration. Meine 7 halt dann. Wo wir bei der Modcam werden. Hey du, wie schaut denn aus? Kann ich ein Grundstück in Digos Namen kaufen? Na klar, sag mir, er ist doch körperlich fit und gut gelaunt, oder? Ja, was seinen Geisteszustand angeht. Armer alter Digo, wenn du nur wüsstest. Ach egal, das Grundstück kostet 30 Silber. Was? So, gib. Ach ja, wer kann mir eigentlich dabei helfen, eine Taverne zu bauen? Was? Willst du ein Konkurrent werden? Das ist... Keine Sorge, ist nur eine hypothetische Frage. Cory und sein Bruder Des, das sind unsere Spezialisten. Dankeschön, ciao. Ciao. Okay. Ja, reden wir doch mal kurz damit. Der eine müsste hier irgendwo rumwohnen. Ja, da ist der eine. Okay, und der Cory ist da links irgendwo, oder?
Ah ja, eh. Wegen dem Bau, das habe ich eine. Willkommen bei Cory und Bruder. Leider können wir dieses Jahr keine weiteren Aufträge annehmen. Der Königliche Rat hat uns angeheuert, eine Scheune zu bauen. Das dauert ein ganzes Jahr. Nö, das schaffen wir in 3 Stunden. Aber die Bürokratie, unsere Zulieferer und lahme Kröten. Da muss ich etwas tun können. Ich kann euch genug zahlen, sodass ihr nicht mehr für den Rat arbeiten müsst. Ich werde euer Lieferant, dann könnt ihr die Scheune viel schneller bauen. Danach bezahle ich euch eine neue Taverne zu bauen. Abgemacht. Also wir brauchen 12 einfache Eisenstücke und 12 Holzbretter. 12 Nägel. Zombie Army for the win. Gott. Hui. Ah, warten. Deckel Fußstapfen machen. Ah. Das Pferd. Da hier kommt schon wieder. Hoffen wir aber. Hi, du. Da was für dich. Über Eisenteile. Okay. Toll, frisches, kaltes Metall. Ich liebe den Geruch von frischem Holz am Morgen. Also früh ist kommen. Weiche Nägel. Ein Dutzend langer gerauter Nägel. Perfekt. Du hast uns so sehr geholfen, mein Freund. Baut dich hier morgen auf mich. Nein. Ja, okay. Ciao. Okay. Knacks. Da ist Leiche-chan. Oder Leiche-san, besser gesagt. Wie enttäuschend bist du eigentlich, Leiche, ja? Ein dunkles Herz gehabt. Jetzt tut mal alles raus, was wir brauchen können. Jo. Mitnehmen. Aber das machen wir später. Gucken wir mal die da hinten. Da bleiben wir 4 auf einmal. Gut, das Zeug mal wegsortieren. Laut im Regal, wer mag's nicht. Regal muss massiv safteln, wo der ganze Schleim drin ist. Bäh. Gut, dann muss mal die Seite mit
Einmal was hier. 30 Stück ist wurscht. Ein Stack. Bringt das wahrscheinlich nichts, weil jetzt ein Teil vergessen wahrscheinlich, denke ich mal, was wir noch brauchen. Die kommen da rein. Die wieder da. Schlafen wir kurz und ich mache ganz kurze Pause. Bin sofort wieder da. Ach Gott. Jo, ich komme gleich wieder. Un momento, please. Ganz einen kleinen Moment bitte noch. Ich bin ungefähr in ja, circa 5 Minuten wieder da. Muss schnell was machen, tut mir leid. Bis gleich, bin gleich wieder da. Ungefähr 5 Minuten.
Hey. Ah, wieder da. Ach Gott. Dankeschön. Stöcke brauchen wir noch. Ach Gott, irgendwie jetzt geschickt. Okay. Was? Was ist das dann da? Okay. Ui. Ah, einen Brunnen. Kann ich aktuell nicht. Unser Geist ist frei, meine Freunde. Wir haben die Fußschellen und Gefängniszellen hinter uns gelassen. Über den Vampir. Magvis, kennst du dich eigentlich mit Vampiren aus? Einer von ihnen terrorisiert das Dorf und ich befürchte, es ist einer von uns unmöglich. Ich kenne alle Leute hier. Wenn man eine Zelle teilt, kommt man sich neu. Außerdem Meister Alerich. Alerich, das glaube ich nicht, aber garantieren kann ich es auch nicht. Dann ist das unser Hauptverdächtiger. Okay. Erkunde dich nach der Lagerentwicklung. Ich kann versuchen, es zu erklären. Natürlich bin ich kein Spezialist, aber ich habe davon gelesen. Es gibt da ein paar Mechanismen und Parameter. Stell es dir vor, schwieriges Spielchen vor, okay? Wenn du so betrachtest, dann hast du es schon fast geschafft. Der Rest ist reine Logik. Die meisten Gebäude im Flüchtlingslager erhöhen die Lagerqualität. Flüchtlinge generieren Zufriedenheit aus Essen und Wasser. Zufriedenheit erhöht die Lagerqualität, die in Flüchtlingsglück umgewandelt wird. Flüchtlingsglück wird für neue Gebäude und neue Flüchtlinge gebraucht. Was? Denk daran, dass der Wert nicht die Lagerqualität überschreiten kann und wenn deine Flüchtlinge nicht genug Essen oder Wasser haben, fällt er. Sie werden nicht verhungern, aber das reicht nicht für die Lagerentwicklung aus. Verstanden, womit soll ich denn versorgen? Du könntest zum Beispiel regelmäßig das Lagerhaus mit Essen und Wasser befüllen. Pass bitte auf, dass das Lagerhaus niemals leer ist. Ein Flüchtling benötigt nur 3 Wasser und 30 Energie pro Tag. Die sind also nicht allzu verfressen. Was für ein Lager? Das Lager? Wir benutzen zu Hause. Okay. Und was gehen wir denn zum Essen? Haben wir denn Gutes? Kürbis kann man schon essen, oder? Ja, eh. Zwiebeln. Mal 100. Ja. Einmal 150.
Nutzen, Flüchtlingslager. Rein da, rein da, rein da. Über den Vampir. Meister erledigt das Dorf in der Nähe ist wegen Vampiren verunsichert. Was hast du gesagt? Meister Erledigt, ich habe gesagt das Dorf. Was ist mit Schorf? Herr Schorf? Nein, kein Schorf, das Dorf ist verunsichert. Warum sind sie nicht versichert? Ach Gott. Okay, die Dorfbewohner haben Angst vor Vampiren. Wanzentieren? Vampiren? Ah ja, Vampire. Vampire? Erzähl doch keinen Blödsinn. Da glaube ich ja eher an das flauschige gelbe Kaninchen, das Blitze pupst. Vampire? Pah. Also glaubst du nicht, dass Vampire existieren? Aber die Dorfbewohner haben sie gesehen. Ich glaube nicht nur, dass sie nicht existieren, ich bin mir absolut sicher. Man sagt sich ein Späßchen mit, man macht sich ein Späßchen mit dir, mein armer Junge, ist das nicht offensichtlich? Bitte störe mich nicht wegen solchem Unfug, Unsinn. In Ordnung. Es ist zu überzeugt, das wäre leicht, ihm zu glauben, aber das unsichtbare pinke Einhorn, genau. Es ist unsichtbar und pink. Er hat vergessen, die grüne Pustel auf seiner Hand zu verdecken. Der Astrologe sagt, das ist ein Zeichen für einen Vampir, der sich schlecht ernährt. Ich werde das Zelt nachts beobachten und allerdings im Auge behalten. Die 2 Scharniedel, 12 Steine. Zwei Scharniedel, 12 Steine. Ah, sind wir durch. Ich habe eine neue. Ah, aber das ist halt der beste Dinger. Also das unsichtbare pinke Einhorn ist das Beste. Steinbruch. Wie schaut's denn da aus? Okay. Okay. Oh jeder, okay. Ja. Faul sind das die gerade nicht. Ich weiß was die Story nicht mehr. Nur nachlesen. Du musst echt merken. Okay, beobachten wir mal. 0,26 von 4 Volt, mich verarschen. Kann nicht reinbunkern, oder? Würde ich sagen. Ah, geht sogar, okay. Kennt er automatisch, das drin ist im Lager. Mit 10 Seiten da. Wie kann ich jetzt beobachten? Ich will keine Blume pflücken. Ich will den beobachten. Wie beobachte ich den?
Bleibe nachts in der Nähe von Alerichs Zelt. Okay. Bleib hinter ihm. Regnet toll. Ah. Alter, was? Das ist unglaublich wie in einem klassischen Horrorfilm. Ich soll zum Dorf eilen und nicht auffallen, irgendwie. Außerdem frage ich mich, wo er seinen Sarg versteckt hat. Du kommst nicht vorbei, elende Kreatur. Mach dich bereit. Also er wieder. Hey, ich rede mit dir, zeig gefällig. Ach, das ist er. Respekt, du musst lauter reden, er ist schwerhörig. Diese Welt ist halt bekloppt. Taube, Vampire, Knoblauchmann von den Vampire. Was kommt als nächstes? Waldmonster, verteidige dich. Ich bin eine Wache im Dunkeln. Und dann sollte ich, junger Mann, das Blut deiner Frau schmeckt mir nicht. Und was dich angeht, der muss Blutgruppe 0 trinken. Auf B reagiert er allergisch. Sieht nicht einmal lecker aus. Du wirst einen langen gewaltvollen Tod für diese Beleidigung sterben. Du Bastard, verteidige dich. Ich bewundere deine Logik und deine Leidenschaft, aber wenn du mich nicht in Ruhe lässt... Er ist nicht allein, wir werden dich aufhalten, Vampir. Hey Leute, ihr müsst euch nicht gleich gegenseitig umbringen, lasst uns doch erstmal reden. Werte, halt dich da raus. Ich habe dir befohlen, mich nicht zu stören. Lass mich leben mit den Konsequenzen. Ich kann nicht sehen, das ist unfair. Selbst wenn du entkommst, weiß ich, wo ich dich finden kann und schlaf gut. Bin ich tot? Ist das hier der Himmel? Der Himmel, nein, eher das Gegenteil. Das hier ist mein Zelt und du bist am Leben. Du, ich erinnere mich, du bist ein fieser Vampir. Warte mal, warum hast du mich nicht getötet? Und hey, du kannst mich ja hören, was zur Hölle ist hier los? Während du bewusstlos warst, habe ich mir einen Teil deines Gehörs ausgeliehen. Wie bitte? Keine Sorge, wie du ja hören kannst, hat sich dein Gehör wieder regeneriert. Aber warum hast du angedeutet, dass ich dich getötet hatte? Wegen allem, du bist ein Monster, ich kenne dein Geheimnis und ich bin kein Monster und ich bin doch nicht so dämlich, den Friedhofswärter zu töten. Das würde alles ruinieren. Ich hätte etwas Ungezogenes mit dir vor, das gebe ich zu, aber ich habe meine Meinung geändert. Du hast mich aufgespürt, also bist du kompetenter als ich dachte und du könntest sogar nützlich sein. Ein Vampir helfe ich nicht. Ich lasse dich ein Weilchen allein. Beruhige dich erstmal und werde diesen lächerlichen Anfällen von Heldentum los. Die Zeit ist um und jetzt mit zu und trifft an ihm allen. Der uralte Flug, er ist zurück und ich muss ihn aufhalten, bevor es zu spät ist. Wie in der uralten Abmachung niedergeschrieben ist, ist meine Pflicht. Sollte ich versagen, werden 1000 blutrünstige Zombies über die Stadt, das Dorf und sogar den Friedhof erfallen. Aber das Problem ist schon zu weit fortgeschritten, ich kann mich nicht allein darum kümmern, ich brauche deine Hilfe, Wärter. Das kommt jetzt alles ein wenig unerwartet, ich brauche Zeit, um mich zu entscheiden. Ich verstehe, du kannst mich gern alles fragen, aber denk daran, die Zeit läuft uns davon. Viel Gelaber. Was hast du mit Shepard angestellt? Überhaupt nichts, ein kleiner Schlag auf den Hinterkopf, total harmlos. Vielleicht hilft ihm das sogar. Er ist ebenfalls jetzt zu Hause und seine Frau kümmert sich um ihn. Bist du schon immer ein Vampir? Nein, ich wurde infiziert vor mehr als 30 Jahren. Vampire haben mich entführt, in eine Käfig gesperrt, mich gefoltert und mir das sehr angetan. Ich hasse meinen Fluch mehr als alles andere, aber es gibt keine Heilung. Etwas Heizung gelesen. Ich trinke Blut nur, wenn ich es nicht verhindern kann, um einem furchtbaren Tod zu entgehen. Warum hast du die Dorfbewohner angegriffen? Das wollte ich nicht, aber ich sterbe fast vor Hunger. Wenn ich niemanden im Lager angreifen würde, würde Theodora mich schnell entlarven. Ich erinnere mich an einen Film, da hat ein Typ Rattenblut getrunken, sonst wäre er... Ich fürchte den Tod nicht, aber ich kann diese Welt nicht verlassen, ohne meine Pflicht erfüllt zu haben. Was ist der uralte Fluch? Wir werden vor 200 Jahren damit belegt, als die Anhänger des neuen Glaubens die uralte Brücke zerstörten. Die Seelen der Verstorbenen konnten nicht mehr ins Land der Toten reisen. Vor Verzweiflung wurden sie wahnsinnig, kehrten in ihre Körper zurück und begannen alle zu töten. Die wandelnden Toten überrannten die Welt. Nur der uralte Gott und die uralte Abmachung retteten die Menschheit vor der Auslöschung. Was ist die uralte Abmachung? Sie enthält die Liste der Weisungen, die den uralten Fluch abhalten. Repräsentanten des neuen und des alten Glaubens sowie der uralte Gott haben sich darauf geeinigt.
Meine Brüder und ich sind als Unterzeichnende verpflichtet, der Abmachung Folge zu leisten und alle seine Bedingungen einzuhalten. 30 Jahre ist her, okay, uralt. Das haben wir fast 170 Jahre lang getan, hey. Aber wie du siehst, haben wir dann doch irgendwann versagt. Ah, du bist ja älter als Moses, nicht übel. Ich fand es immer irgendwie merkwürdig, dass Friedhofswärter nicht über diese Dinge informiert werden. Schließlich seid ihr die Aufrechterhaltung der Abmachung. Weil die Regeln der uralten Abmachung zu oft verletzt wurden. Meinst du damit? Die Grausamkeit der Inquisition, die Brutalität des Kults, die Totenschiffe, die im Haufen feststecken. Was am wichtigsten ist, wir hatten 30 Jahre lang keinen Friedhofswärter. Dein Vorgänger wurde umgebracht, bevor du überhaupt geboren wurdest. Es muss immer einen Friedhofswärter geben, sie sind die Aufrechterhalter der Abmachung. Deshalb habe ich dich nach deiner Rolle gefragt, als wir uns zuerst getroffen haben. Und wie können wir den uralten Fluch aufhalten? Der Fluch kam nach dem großen Knall zurück und laut den Informationen, die mir zur Verfügung stehen, wurde der vierte Wärter, den Vorgänger, beim großen Knall getötet. Also mussten wir den Mörder des vierten Wärters auf die Schliche kommen. Nur die Person, die den Fluch ausgelöst hat, kann seine Verbreitung aufhalten. Sieht so aus, als würde ich noch ein bisschen länger Sherlock Holmes spielen können. Es gibt also niemand anderen, der mit dem Fluch helfen kann. Nein, niemanden, Die anderen Unterzeichner werden durch eine Schweigegelübde davon abgehalten. Außer mir und meine Brüder, aber es ist sinnlos, auf sie zu zählen. Warum helfen uns deine Brüder nicht mit dem Fluch? Es ist weder die richtige Zeit noch der richtige Ort, um darüber zu sprechen. Eines Tages vielleicht. Jetzt gerade kann ich nur eins sagen, wir können uns nur auf uns selbst verlassen. Ich weiß, dass es keine leichte Entscheidung ist, aber es ist das Richtige. Mal sehen. Nimm erst einmal diese Schriftrollen, sie werden dir viel Zeit ersparen. Teleportationsschriftrolle. Was sollten wir noch? Meister erledigt, was ist los? Warte, ich rufe den Marquis. Nein, nicht ihn. Wenn er erfährt, dass ich ein Vampir bin, wird er mein Herz mit einem Pflock durchbohren und Spaß dabei haben. Und nur ein Tropfen Blut beleidigt dich. Gut, also ich glaube, dass das Blut von Leichen schmeckt, aber uns gehen die Optionen aus. Okay. Nicht besonders, nur ein Einweg-Fortbewegungsmittel. Also, brauche ich doch gar nicht. Wir haben schon lange wandelnde Tote. Wahahaha. Zum Boss. Da liegt ein Leichen. Ein bisschen angeschimmelt. Ja. Na komm. Einen ganzen Kiebel mag der haben. Gut, dass ich immer zufälligerweise einen Eimer Blut um mein Land liegen habe. Man weiß nie, für was man braucht. Vielleicht schon minimal ranzig, aber ein bisschen eintrickert vielleicht. Was? Ah, das ist besser. Meine Güte, was für ein fieser Geschmack. Was war das für ein Zeug? Ich habe auch immer einen Kühlschrank für den kleinen Hunger zwischendurch. Ja, ich meine ja. Runtermischen ein bisschen einfach. Leichenblut, oder hattest du von mir erfahren, dass ich dir noch meine Blutspende bitte? Nein, nicht schon wieder, es gibt Durchfall, aber du hast recht, vielen Dank. Voll ein empfindlicher Vampir.
Wenn du willst, kann ich dir regelmäßig Leichenblut bringen. Du musst dir die Dorfbewohner nicht mehr belästigen. Abgemacht und es wäre nur anständig, dich dafür zu bezahlen, nicht wahr? Okay, ich habe hier etwas für dich. Es sind meine alten Vampir-Sonnencreme. Du kannst sie den Dorfbewohnern als Beweis für das Ableben des Vampirs zeigen. Dann machen sich die Dorfbewohner keine Sorgen mehr und du bekommst eine Belohnung. Danke, eine Frage noch. Warum meintest du, dass Theodora erfreut wäre, dich zu töten? Weil das stimmt, aber das ist eine der Sachen, die ich nicht mit dir teilen kann. Du wurdest ohnmächtig und hast den Satz nie beendet. Ach ja, du musst die Vampire finden, die mich vor 30 Jahren gefangen und gefoltert haben, okay? Ich weiß noch, dass sie sich mich nach der uralten Abmachung und dem uralten Fluch befragt haben. Ich bin mir sicher, dass die irgendwas mit dem Fluch und dem großen All zu tun haben. Wo soll ich anfangen? Hast du eine Adresse? Ich weiß nicht. Nach dem großen All sind sie irgendwie verschwunden. Die Spur ist also kalt. Lass mich nachdenken. Der Astrologe hat mir erzählt, dass er und der vierte Wärter von Vampiren angegriffen wurden. Irgendeine seltsame Magie hat der Angreifer in Vampirkiefer verwandelt. Vielleicht kann ich ja diese Kiefer finden und sie wieder entzaubern. Habe von dem Ort gehört, ich sollte alljährlich Bescheid geben. Ach Gott, zu viel zum Lesen. Ich weiß, wo wir mit der Suche anfangen können, aber all das ist schon so lange her. Jegliche Hinweise sind bestimmt schon verschwunden. Das ist kein Problem, leih dir einfach das Hexerauge von Theodora aus. Das ist ein spezielles Artefakt, mit dem du Dinge entdecken kannst, die vom Schleier der Zeit verborgen wurden. Kommst du nicht mit mir? Ich bin noch immer zu schwach. Am Tageslicht ist tödlich für mich. In Ordnung, ich gebe dir Bescheid, wenn ich etwas gefunden habe. Theodora. Gib. Ich muss mir etwas von dir ausleihen, das Hexerauge. Aleric hatte davon erzählt, nicht wahr? Ich hatte diesen Schuft nicht meine Geheimnisse anvertrauen sollen. Ja, es ist in meinem Besitz, aber ich hänge sehr dran. Es ist ein kleines szenisches Wunder, das Meisterwerk meines Vaters und es ist das einzige seiner Art. Ich werde vorsichtig sein und es schon bald zurückbringen. Nein, aber ich weiß, was mein Vater in dieser Situation getan hätte. Wenn du deine Aufgabe erfüllst, wenn du all diesen Menschen hilfst, zu überleben, dann werde ich dir das Hexauge schenken. Ach Gott. Okay, ich helfe doch schon die ganze Zeit. Was willst du eigentlich von mir? Ich komme das okay, das steigt langsam. Wir haben aber 3. Ja, okay, ciao. Totes Pferd. Dere. Gib ihm alle Sonnencreme. Schau dir das an, ich habe es von der Leiche eines Vampirs. Du hast es geschafft, unglaublich, du hast uns enorm geholfen, vielen Dank. Das ganze Dorf ist dir zu Dank verpflichtet, du halt. Was du hier vollbracht hast, wird nie vergessen werden. Wie schön, und jetzt? Und jetzt? Meine Belohnung? Belohnung? Oh, entschuldige, das hatte ich ganz vergessen. Ich muss dich warnen, die wirtschaftliche Situation im Dorf ist nicht die beste. Oder die Kehr mit der Belohnung. Die Ausgaben der Stadt sind höher und die Ernte war in den letzten Jahren nicht so gut. Oder Trick. Es ist ein tief trauriger Tag, an dem selbst Helden kein Mitleid mit den gemeinen Dorfbewohnern haben. Hat auch Gold, der Hammel, weißt du. Das sind wir nicht. Genau. Okay. Ja. Zu Hause. Die heben wir uns auf. Die kommen auch weg, da die haben wir hoch. Ja, Organibra haben wir halt. Wie niedrig ist denn die Spawnraten von so einem komischen Herz? Ja, vor allem 2. Der ist leicht schimmlig. Was das macht er? Okay, also du trinkst das Blut da mit Strohhalm, oder? So barbarisch bist du nicht, dass du aus dem Eimer säufst, oder? Oder ist es für Sponge dann?
Nochmal du. Hier kein Buch. Eine Geschichte mehr, genau. Natürlich aber nur mit Metallstrohhalm. Plastik ist schlecht für die Umwelt. Ja, genau, richtig, meine ich ja. Dann passt das schon. Mach ich auch immer so. Also ich habe zwar Glasstrohhalm gehabt eine Zeit lang. Aber Metall ist natürlich auch genauso gut. Und du? Und Setting, okay. Ist das weniger schimmlig? Wie schaut's denn aus? Ja, deutlich weniger schimmlig. Okay, passt. Jo. Leiche kommt. Yay. Gips. Oh, 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 oh. Herz, 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 Herz. Dann buddeln wir mal ein. Einfach weil wir das können. Da hinten hin. Irgendwie nicht so geil. Nächst 5. Nächst 3, gell? Die gute Umrandung. Ja, 3. Ah, da kann ich durch, okay, das geht. Mal schon raus, okay, passt. War noch was drin? Nö. Dann einmal Silber. 2, 4, 6, 8, 10. Klebernicktion geht das dann nicht mehr, oder? Nö. Okay, ist mal potenzieller Zombie. Es ist die Frage, was machen wir zuerst? 3 verschiedene Leichenteile hätten wir jetzt, 3 verschiedene dunkle Organe. Das können wir. Ja, Schlange kommt erst. Dann machen wir die zuerst. Dann scannen wir so das Ding.
Ja, hau raus. Mega nice, jawohl. Gibt's die blauen Punkte, perfekt. Technologien. Story tun wir rein. Nehmen wir die anderen zwei gar nicht wieder rein, würde ich sagen. Was? Ah, da. Friedhof wollte ich schauen. Und Friedhof. Grabstätte, hölzerne Gebetsbank, steinerne Gebetsbank. Ja, genau, ich brauche Buch dazu. Nein, 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 nein. Turmbiet, Marmorplatten. Laterne. Und auch was, okay. Zwei Glas. Also. Marmor auf jeden Fall. Torfstein, Scharnier, Glas, komm. Torf, Stein, Scharniere, Glas, Marmor. Torf. So, nee, dann. Zum Astrologen können wir auch gerne mal hinschauen. Das machen wir gleich. Vergessen wir es nicht. Ja, Haha, hallo mein junger Freund, was für ein feiner Tag, nicht wahr? Ich hatte mich schon lange nicht mehr so lebendig gefühlt. Meine Tochter ist wegen diesem ganzen Liebeskram mitgenommen. Ich verstehe. Ich habe beschlossen, meinem Freund bei der Reparatur des Leuchtturms zu helfen. Das ist eine Menge Arbeit, aber ich bin froh, dass ich mir helfen kann. Soll ich irgendwie nach dem Ding fragen? Okay, dann halt nicht. Okay. Ah, Zombie. Jetzt machen wir mal der Laternen hin, du. Notstromgenerator und Beton. Beton. Leitern. Was bringt die? 4. Die kann ich nur da hinsetzen. Sehe ich es richtig? Okay. Dann haben mir die Blumen besser gefallen.
Darf ich gleich selber gerne Blumen drauf machen, irgendwie sowas. Das wäre auch nicht schlecht. Da hinten machen wir trotzdem Blumen. Oder hinten die Steine Gebetsbank vielleicht hin, ha? Und Beet. Ja, komm, wurscht. Schneller wie vorher. Alles mit draußen vollpflastern. Warte mal. Die haben immer einen Strich in der Mitte, gell? Der da hinten nicht. Machen wir einen drin. Passt. War noch hinter, optimal. Was ist das Maximum, was ich aktuell machen kann, glaube ich, weiß gar nicht. Also was ich da gerade habe. 5. 5. 10, glaube ich, oder? Oder 9? 9. Okay, pump mal rein. Die Marmorplatten wollte man anschauen, genau das war's noch. Was da war noch irgendwas. Machen die anders? Nix, okay. Die gefallen mir nicht. Die gefallen mir nicht. Rein damit, rein damit. Haben wir 60, können wir schon wiederholen. Okay, jetzt haben wir jetzt, glaube ich, aktuell alles, was wir holen können. Haben wir aktuell geholt, okay, passt. Scharniere. Dinge laufen da durch. Hier drinnen auch noch. Da unten nichts mehr zu tun. Was? Ist der langweilig, hä? Mal Weizen.
Der ganze mit so einem Herz in der Tasche rum. Steine mal. Bullenadel, also. Nehmen wir mit. Passt, 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 passt. Da liegt nichts mehr, das sind 4. Genau, passt, perfekt. Zweites dunkles Herz vielleicht, wie schaut's aus? 2, 4, 6, 8, 10, 11, okay. Definitiv Zombie-Kandidat. Nö, schade. Geh raus damit. Blut raus. Bett raus. Schon. Machen wir mal so und ja, genau. Da. Da. Nö, das brauche ich noch. Der Punkt gerade rein, gell? Die Kisten. Gleich gemacht. Okay. Das Flaschenzeug nehmen wir jetzt mal kurz mit runter. Gehört dahinter. Gute. Wie schaust du aus? 2, 4, 6, 8, perfekt. Geht's nicht? Doch, geht. Ist ein bisschen friemelig immer. Okay. 2, 4, 6. Was? 2, 4, 6, 8 waren es, genau. Das waren 5. Von A5. Und 3. Alles gerade C. Dich brauchen wir noch, dich brauchen wir noch.
Dich brauchen wir noch, dich brauchen wir noch. Dich noch. Dich noch und dich auch noch. Okay. Also die Beichtstühle kriegen wir Geschichten. Auch ernsthaft. Na gut, einerseits logisch. Gut, heraus. Da wieder so Kugeln. Ja komm. Uno. Das hat er, okay. Ja, einmal wieder führen. Ja, passt, okay. Lass ihn mir eingehen. Vielleicht was Nice? Nö. Okay, 394 Kirche. 394 Friedhof. Wir könnten natürlich schauen, ob wir so schnell eine einbuddeln können. Nein, wir haben glaube ich keine. Wurscht. Ich denke mal, dass jetzt die über 90 geben pro Stück bekommen. 32 glaube ich haben wir vorher gekriegt. Blockt dort schon gegen. Alter. Okay. Das sind ja 2, 3 zwischendurch. 75, was sind der ganze mehr. Ich verreck. 1260. 220 oder? Ja, krass. Dann bitte du mal die verkaufen, jawohl. Wie schaut's da aus? Mal 1,23. Wir können uns zum Cory noch, können wir noch schauen. Okay, die Kisten die anderen passt, haben wir so Reserve passt optimal. Dann wir pennen mal. Moment, Weintraum, wie schaut's aus? Wird langweilig, sagst. Das heißt, wir noch machen, okay. Okay, lassen wir mal.
Weizen. Haben wir noch, okay, gut, das passt. Wir schlafen. Genau, Moment mal, ich muss mal kurz umschalten. Nee, da nicht. Wo ist denn? Was? So, Entschuldigung, bin wieder da. Nee, nicht. Oh Gott. Gut. Mach mal da oben rein. Da brauchen wir nichts. Dann meditieren wir mal bis zur Leiche, würde ich sagen. Das weiß ich nicht, machen wir nicht. Wir reden vorher mit dem komischen Steinmetz-Typen. Zeig's uns eine Taverne. Wegen der Scheune. Wir sind fertig, Mann, die Scheune ist fertig. Jetzt warten wir nur noch darauf, dass uns 50 zahlst. Da beginnt die Arbeit an der Taverne. Aber raus. Cool, Cory und Bruder sind wieder im Geschäft. Ruh dich ein bisschen aus, dein neues Gebäude ist morgen früh fertig. Was? Ja, ist dann so süß, 50 Silber, also am Anfang war das ein Haufen Geld. War fast nicht zum Stemmen am Anfang. Waren ein Silber, war schon extrem viel. Jetzt haben wir 13 Gold. Ja, 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 wir haben's. Uhuhu. Den reparieren wir. Zwei Herzen. Einmal in rein, einmal Hirn. Das heißt, wir können jetzt quasi Inquisitor und Schlange fertig machen, denke ich mal. Mega nice, okay. Ah, du läufst.
Endless noch dazwischen. Bei dem brauchen wir auch nichts aktuell. Okay, wir sind offiziell Tavernenbesitzer, würde ich sagen, oder? Moment. 2, 4, 6, 7. Okay, dann haben wir noch Glieber rein. Schauen wir uns die Taverne mal an, oder? Redender Schädel. Das nennst du eine Taverne heiliger Saat. Das ist ja zum Fremdschämen. Wo ist die Musik, das Gerede, die Drinks? Wo ist der coole Schankwirt? Ich habe da gerade mehrere Bewerber und... Okay, du brauchst echt viel, lass mich die Taverne managen. Meine Aufgabe ist es, einen künstlichen Schankwirt aus Holz zu bauen und ihn hier hinzustellen. Ach Gott. Du hast eine neue Technologie freigestellt, herstellen Schankwirt-Puppe. Geh an deine Werkbank und mach das. Los, spar dir die Fragen und mach schon. Ja, nice. Die schauen mal cool aus. Redender Schädel. Totes Pferd und redender Schädel, was ist cooler? Sogar ein kleiner Totenkopf-Logo. Ist ja nice. Haben wir ein neues Gebäude. Und es ist nagelneu schon wieder geflickt, mein Gott. Soll ich ja ausbauen bis das letzte wieder. Rank mit Artefakten, Tavernentisch. Balkenbretter, Nägel, okay. Was ist da hinten? Oh, nice, Keller. Da können wir da direkt rein. Ich kann nicht da durch, oder? Ernsthaft? Das ist erweitert worden, wie geil! Nägel. Waren mit mehr Balken drin? Nö. Hey, du Balken. Die nehmen auch noch. Ah, die liegen da drin, okay. Da machen wir keine Schankwerk aus Holz, würde ich sagen. Schankwerkpuppe. Jo, hau raus. Ich mach es selber. Schaut ja gar nicht creepy aus, das Ding. Ich kann mich direkt dahin packen, ist ja nice. Legen. Nicht gerade schön, aber das sollte reichen. Jorik, du bist dran. Jorik, bist du dir sicher, dass das eine gute Idee ist? Noch mehr beschweren, denk doch mal nach, er kann rund um die Uhr arbeiten. Er kennt alle Gerüchte und alles Geschwätz. Und hat 30 Jahre Erfahrung hinter den Tresen. Wo er sich selbst mit einem abgelaufenen Cocktail vergiftet hat. Und am besten er verlangt keinen Lohn. Na, wer ist genial? Und das klingt alles sinnvoll. Rede mit ihm, ich warte auf dich im Tavernenkeller. Heißt den neuen Chance wird willkommen. Oh, es wird mir ein Vergnügen sein, es wird mir ein Vergnügen zu sein, mit dir zu arbeiten. Kein Gehalt, keine Versicherung, kein Urlaub, niemals, ich streike. Schönen Tag noch. Er ist wohl weg, da du
da du so ein talentierter Schaumpferd bist, kannst du mir ein bisschen davon erzählen. Na klar, eine Taverne ist wie eine schutzlose Blume, ja. Es ist eine Pflicht, dich darum zu kümmern, wie um dein eigenes Kind. Also denk daran. Es gibt eine Küche und einen Lagerraum im Keller. Alkohol wird auf Paletten gelagert. Wir kaufen rund um die Uhr Alkohol. Wir müssen sicherstellen, dass er uns nicht ausgeht. Klingt vernünftig. Kunden kaufen Alkohol und haben Spaß, aber sie mögen auch gute Tavernen. Also je höher die Tavernenqualität, umso mehr Kunden hast du und je mehr Kunden, umso mehr Geld. Oh, da ist es umfangreich. Oh, ich freue mich bereits auf die Volltrunkenen, das wilde Geschrei, die Prügeleien, das wird großartig. Um anzufangen, stelle etwas Bier auf die Paletten. Tavernentisch. Schrank mit Artefakten. Oh, geil. Bei einer Qualität haben wir 1. Du da. Reden. Was ist noch eine Rufleiste? Schankwirt. Oh ja, da ist das cool gemacht. Kistenregal. Da rein. Da hat man eins gehabt, oh gut, egal. Was wir haben wir gesagt. Okay. Gleich ein bisschen Bier, würde ich sagen. Und dann würde ich sagen, machen wir noch die Schlange morgen. Und die Visite zwar Quest, dann hören wir auf. Ja. Ich glaube, es ist eine gute Zeit. Da bestimmt ein paar Minuten. Ein paar Minuten ist gut. Machen wir mal 40 Wein rein. Oder es wird 100 Wein. Können wir mitnehmen. Und Bier. Wo ist Bier drin? Das war da unten, glaube ich, oder? Mal 100 Bier kommen. Ich finde es nice, dass es dann mit unterkellert ist. Hat schon was. Wein. Und Bier. Stelle Bier auf die Paletten im Tavernenkeller. Habe ich gemacht. So jetzt. Wegen der Maschine. Und jetzt soll ich die Wand einreißen, um die Maschine zu befreien. Was Gedanken lesen, Mann. Du musst irgendwo einen Knopf sein, drücken. Ah. Da ist ein Skelett. Ignorieren, muss der Friedhofswärter sein. Weißt du, wie man das Gerät benutzt? Der alte Wärter hat mich nicht mal in seine Nähe gelassen. Da muss es irgendwo eine Anleitung geben, da ist sie. Oh, er hat es geliebt, Anleitungen zu schreiben. Wir funktionieren, wir müssen ein Artefakt in diese Öffnung stecken. Und wir werden eine Szene aus der Vergangenheit sehen können. Ein Artefakt, das wird langsam echt kompliziert. Es gibt bestimmt eine Liste von Artefakten in der Anleitung. Ach, übrigens für die falsche Reihenfolge von Artefakten zum Weltuntergang. Hier ist die komplette Liste, der alte Wärter hat die ganze Vorarbeit geleistet. Da steht, zuerst kommt die Statue des uralten Gottes. Und die Maschine sagt, mal sehen, Eigentümer der Statue, Horadrick. Ich bin total verwirrt. Du musst du vereinsachen, hol dir die Statue von Horadrick und bring sie hierher. Und denk daran, die Leiche zu beseitigen, Mann. Wer ist hier eigentlich der Wärter? Du oder ich?
Zu Hause, ciao. Sonderleichen? Zumindest keine schlechte. Jo. Okay. Jetzt mal die. Wir gehen mal ins Flüchtlingslager kurz hoch. Da müsste auch besser ausschauen, nicht so? Ja, 4 von 4 passt perfekt. Aber da gehen wir einen Brunnen hin. Da kann ich mal wieder warten, dass ich wieder Zelt bauen kann. Okay, na gut. Schaut mit Essen aus? Ist zu Genüge drin, okay, passt. Bei dir? Schaut bei dir aus? Okay. Zu Hause. Genau, den haben wir jetzt noch. Ich bringe nur kurz ein bisschen Blut. Die laufen noch, passt. Oh Gott, wie viel kriegen wir nicht? Wie schaust denn du aus? Okay, dunkel ist auch gar nicht, aber passt. Das tun wir auch raus. Hier und 2 rote. Oh, komm. Rüttel nochmal ein paar von den Dingen ein. Dann gehen wir mal zur Schlange. Schauen, was da rauskommt. Wir kriegen einmal das Buch dann von ihm, glaube ich. Schon da? Ja, passt. Hier habe ich ein dunkles Herz für dich. Oh. Endlich alles ist bereit. Warte hier einen kurzen Moment, ich muss meine Gefolge zusammentrommeln. Trommeln. Wie lange muss ich warten? Zahlt mindestens eine Stunde, vielleicht auch 2. Gary, bist du's? Was für blöde Frage, natürlich bin ich das. Die Zeremonie will ich auf keinen Fall verpassen, das wird klasse. Weißt du, was Schlange da beschwören will? Sagt ja, da ich seine innere Stimme bin, weiß ich auch, was er beschwören will. Aber ich glaube, er wird etwas ganz anderes bekommen. Ich kann es kaum erwarten. Also lass uns warten. Der Tag ist gekommen. Der Tag, auf den ich schon mein ganzes Leben lang warte. Verflucht seien alle meine Zorn, ich opfere alles für dich. Erscheine vor uns, ich flehe dich an. Vater. Hä? 5 Wochen warten hier, die anderen 4 kommt mit. Das ist klasse. Vater? Ja, was, schwarze Magie? Jetzt sehe ich, dass du es bist. Ich erinnere mich an dein Gesicht. Mein Sohn ist tot, die Kreatur der Dunkelheit. Er brannte zusammen mit seiner Mutter. Das Haus auf dem Hexenhügel. Die Mutter warf mich aus dem Fenster, bevor das Haus einstürzte. Du hast mir ein geiles Pferd gebastelt, ich nannte es Flamme. Mein Sohn, bist du es wirklich, Sepp?
Sepp! Sepp, ich bin dein Vater. Mein Herr, wir sind da. Sie waren verschwunden. Schnappt euch, Jungs. Nein, halt, lasst sie gehen. Ich hätte das Hauptquartier zurück. Aber los. Das ist wie ein Traum. Können wir dann auch gehen? Natürlich geht aber nicht, das ist nicht im Moment hier. Ja, ich glaube, ich gehe dann auch mal. Warte, anscheinend war mein toller Vollerfolg. Irgendwie hier ist mein endloses Notizbuch. Ich hoffe, das hilft dabei, wieder nach Hause zu kommen. Danke. Nun nimm meine endlos lodernde Kohle. Ich glaube nicht, dass ich noch jemanden verbrennen möchte. Danke. Und nimm mich Edward. So. Geh dir klein mit dem Mikro. Sepp, ich bin dein Vater. Ja, mein Ziel. Okay, wir haben. Wieso habe ich die Organe nochmal gesammelt, die dunklen? Für morgen? Weil ich Spiel vorgreife anscheinend. Kann ich anscheinend. Eine salzige Gabel. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, wir haben alles. Dann würde ich sagen, machen wir das Zeug noch raus. Nur für den Fall, falls wir es verlieren sollten. Bringen wir unseren Vampire noch ein bisschen Loot. Serie. Oh, wie ich richtig essen vermisse, ich würde sogar freiwillig Sellerie essen. Exzellente Arbeit, wir danken dir, mein Freund. Insbesondere jetzt. Uns ist beinahe das frische Wasser ausgegangen. Freut mich, dass ich euch helfen konnte. Darf ich am Brunnen? Ich habe den alten Diener gebeten, meine Freunde in der Stadt zu informieren. Und alle, also das ist zusätzliche Zeit ist genug, ja. Bin mir nicht sicher, es stehen Dutzende von Leuten auf den Listen der Inquisitoren. Werde ich ein weiteres Zelt bauen. Das wäre gut, aber uns geht langsam das Essen aus. Und neue Lagerbewohner machen das Problem noch schlimmer. Hoffentlich braucht ihr einen Garten, in dem ihr Gemüse ziehen könnt. Anscheinend gibt es kein Problem, das du nicht lösen kannst für das Wetter. Ja, eh klar. Vergessen. Kann ich noch nicht. Das ist aber easy. Nutzen zu Hause. Ja komm, geh mal hoch zum... Meditieren wir es mal weg, das Zeug. Du bist bis zur Leiche. Kommen Sie schon. Die ist okay. Die ist auch okay zum Einbuddeln. Die braucht Silberinjektion, ja, warum nicht? Gut, und Fett machen wir raus. Wie zieht man an?
Ähm. Okay. Dann ist morgen Inquisitor Time. Da können wir das nächste Mal noch Taverne weitermachen, Flüchtlingslager weitermachen. Ja gut, es gibt immer noch was. Die Frage, ob der überhaupt noch kommt dann. War das bis zur Mittagsstunde ungefähr? Aber ich denke mal schon, weil die Story müssen wir wahrscheinlich irgendwo fertig machen, denke ich mal. Da haben die quasi da gewohnt. Ey, doch, da steht er. Gut, wir haben jetzt genug Beweise, wir werden diese verfluchten Organe dem König zeigen. Wenn wir dieser Stadt bei der Untersuchung nach Ketzen auseinandersetzen müssen. Okay, passt. Wir haben auch 100, passt, okay. Bringen wir kurz die Story weg und dann müssen wir nochmal hoch, weil wir am nächsten Tag erst hoch dürfen. Ich will das kaum das Portal machen, wenn er da steht. Ich traue das auch nicht. Gold Story am Aber. Zu Hause. Stein legen wir auch da rein. Gut, die. Also wirklich die Ausrüstung kann man noch kurz reparieren. Jetzt nicht live stellen. Alter, was? Nein, nein, nicht da drin. Mal die Keile raus. Steckerl. Schwacher da mit rein. Schleifstein da. Okay. Ach, fuck, gleich, ich kann's vergessen. Gary. Okay. Ich hebe es einmal auf.
Okay. Dann haben wir eigentlich offiziell, würde ich sagen. Ich denke mal gleich Graveyard Keeper durchgespielt, also zumindest das Hauptspiel. Gibt ja immer was zu machen, man kann immer mehr aufbauen und Klipperzeichen ist ganz klar. Werden wir noch machen. Aber, die DLCs haben wir ja noch die zwei. Aber das schauen wir uns das an und dann würde ich sagen, war es für heute. Ich habe mir das so schnell geht. Ich mir gedacht, jetzt machen wir bloß die zwei Dinge, den Inquisitor und den Schlange. Dass du doch gleich Ende ist, okay, passt, perfekt. Zumindest Hauptspiel. Ich glaube nicht, dass es hinhaut. Okay. Mitte erstellen. Lauf erstellen. Alles ist bereit, aber was nun? Wie aktiviert man das Portal? Also willst du wirklich gehen? Ich muss zurück nach Hause. Das macht mich echt traurig, Mann. Ich werde dich vermissen. Ich dich auch. Traurig. Und das Portal ist nicht nur zum Reisen gedacht, es erfüllt dir auch deine Wünsche. Und pass auf, was du dir wünschst, wir brauchen nicht noch einen großen Knall. Wie dem auch sei, es funktioniert nicht. Hallo mein Freund, wir sind gekommen, um uns zu verabschieden. Wer wusste davon? Nun, wir wurden aus der Stadt verbannt. Zwei Brüder, einer im Königshof, der andere ein hoher kirchlicher Würdenträger. Was ist mit dem königlichen Rat so suspekt? Wir sind zur Taverne gegangen und dann hat Laurenz auf so einen Verdacht, dass du hier bist. Okay, Laurenz. Aber ich habe es noch geschafft, die halbe Stadt zu exkommunizieren, bevor wir gegangen sind. Haha, jetzt ist die einzige noch verbliebene Kirche, die Kirche neben dem Friedhof. Ihr könnt die Kirche und den Garten gerne haben. Die Bulli beginnen zu leuchten. Ach, die ganzen Dogs sind das, alles klar. Dieter Harvard. Dieter? Harvard? Wir konnten nur knapp aus der Stadt kommen und der Kommandant hat all seinen Einfluss geltend gemacht, um unseren Ruf zu ruinieren. Was ehrlich gesagt auch nicht so schwierig war, die Stadt ist in ziemlichen Aufruhr. Die Toten erheben sich, dem Inquisitor wird vorgeworfen, der Führer eines dunklen Kultes zu sein, was für schreckliche Zeiten. Der Bischof hat die Stadt exkommuniziert. Das haben sie verdient. Sie werden uns eine Weile in Leuchtturm verstecken, vielleicht können wir irgendwo mit Wagner in Kontakt treten. Und die anderen zwei? Ah, okay. Ich habe dir doch gesagt, dass er hier ist. Wie ich sehe, willst du es verlassen, mein Freund? Ja, das muss ich. Das ist schlimm, sehr schlimm. Der Fluch wird immer stärker, wir können ihn nicht aufhalten. Es ist vielleicht schon zu spät. Ich sollte stolz darauf sein, aber irgendwie bin ich es nicht. Wir werden uns hier niederlassen und unser altes Haus wieder aufbauen. Dieser Ort ist heilig und vor dem Fluch geschützt. Es werden interessante Zeiten, alles wird sich ändern. Bete für unsere Sicherheit. Es funktioniert endlich, mein Wunsch wurde wahr. Ich werde meine Frau wiedersehen. Zurück zu Hause. Mein Liebling. Okay. Geliebte. Okay, also wir sind nicht heim. Manchmal, das war's jetzt. Wie ist die Zombie-Apokalypse, die Version aus dem Norden? Bei dem Schiff mit den Händlerreisen, die Stadt, niemand hat uns die Stadt gezeigt. Wir konnten wirklich nicht in die Stadt, wir wurden sofort umgebracht. Bin echt enttäuscht. Ah, das sind alles gierige Kapitalisten-Schweine. Also packen die doch bestimmt in einem Haufen DLC, um noch mehr Geld zu scheffeln. Ja. Da hast du recht, genau. Komm, trink mir noch ein Bier. Für mich bitte einen Karotte Martini. Nice. Also, Ende war ziemlich. Sie ist jetzt bei uns okay. Ist sie jetzt da? Wahrscheinlich nicht. Wir haben das Zeug noch, oder? Ja, je, okay.
Okay, aber cool zu wissen, dass die alle unsere Best Buddies sind jetzt. Visitor, Astrologe, Schlange, Kaufmann, Frauenmut, der Bischof, der Esel sogar. Königliche Dienste auch. Was hat der Trick? Der wird uns hassen wie die Pestschatze. Der müsste eigentlich Limonende. Die ist auch nicht so zuwider, glaube ich. Okay. Ja gut. Ach Gott. Aber, wie gesagt, wir belassen es für heute. Ach Gott. Gut. Ich sage schon mal ciao. Wir sehen uns morgen. Aber mit was anderem. Ich ist mal was raus. Das spielen wir heute mal noch. Morgen gibt es was anderes. Und also zumindest abends dann. Gut. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend noch. Schöner Sonntag noch. Und wir sehen uns bis bald. Gute Nacht und ciao. Servus. Bye.